Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Ruhin Aschufta. Ruhin ist Sozialpädagoge, Traumapädagoge und Autor, aber vor allem jemand, der nicht nur fachlich über Themen wie Trauma, Flucht und Identität spricht, sondern viele dieser Erfahrungen auch persönlich kennt. Wir sprechen heute endlich mal wieder über Afghanistan, über das Leben zwischen zwei Kulturen, über psychische Belastung, die oft unsichtbar bleiben und darüber, wie Erfahrungen aus Kindheit und Flucht einen Menschen prägen können. Mich persönlich berührt das Thema Afghanistan sehr, schon seit vielen Jahren, das wisst ihr da draußen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute offen und ehrlich darüber sprechen können. Schön, dass du da bist, Ruhin. Grüß dich. Ja, ich grüße dich. Danke, Frank, für diese Möglichkeit. Ich denke, Afghanistan ist nicht nur durch die Kriege, sondern auch durch die Migration und jetzt auch Iran als Nachbar von Afghanistan zugegen. Und ich freue mich, dass ich da eine andere Perspektive liefern kann, von jemandem, der quasi hier aufgewachsen ist und auch irgendwie Deutscher geworden ist oder Hamburger. Ja, genau. Hamburger. Du bist jetzt in Hamburg, stationiert in Anführungsstrichen. Da bist du ja gelandet. Genau. Was mich am Anfang interessiert, das Thema Afghanistan. Also ich will nicht sagen, ich bin da in so einer Bubble auf Social Media, ich bekomme viel mit, aber so um mich herum die Leute, die schütteln so ein bisschen mit den Schultern, sagen, Afghanistan ist mir gar nicht so präsent. Sind wir da beide ein bisschen mehr involviert in das Thema als so die Gesellschaft bei uns, das Thema Afghanistan allgemein? Also ich würde mal sagen, die Großstädte haben eher Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund. Deutschland hat wahrscheinlich 50 oder 60%, die auf dem Land leben. Und Hamburg hat eine größere Dichte von Afghanen und Persisch sprechenden, also Iranern. Okay. Das ist eine Sonderposition. Daher ist es in Hamburg wahrscheinlich den Läufen geläufig. Aber wenn man sich mit der internationalen Politik beschäftigt und die 9/11 mitbekommen hat, damals die Anschläge in New York, hat man schon den Kontakt zu, und da muss man sagen, Kabul, Taliban Ausbildungsstätte, dann Hamburg, Ausbildungsstätte der Piloten und dann New York. Daher verbinden wir hier ganz genau Kabul mit Hamburg und New York. Und wenn man dann mitbekommen hat, dass die 20 Jahre die Amerikaner da waren, die NATO da war, 2021 sind sie dann abgezogen, weil Trump seine Strichliste vervollständigen musste. Da stand Afghanistan nun mal leider auch drauf. Und ich denke mal, man hat es mitbekommen, aber vielleicht nicht so im Detail, wie wir das jetzt besprechen. Ja. Okay, umso besser, dass wir beide uns jetzt hier getroffen haben zum Sprechen. Und bevor wir so auf diese gesellschaftlichen, politischen Themen blicken, würde ich gerne etwas über dich und deinen persönlichen Weg erfahren. Kannst du uns mal erzählen, wer du bist, welchen beruflichen Hintergrund du mitbringst und welche Stationen deines Lebens dich besonders geprägt haben? Ist so eine große Frage zum Beginn, ne? Ja, klar. Ja, aber ich denke, das ist notwendig. Da muss man sich vorstellen, damit die Zuhörerinnen auch wissen, wer ich bin. Gelandet ist schon mal das richtige Wort, was du benutzt hast. Ich bin hier gelandet, quasi im Flugzeug damals. Ich bin Ende des Krieges in Russland geboren worden, in Kabul. Mein Vater war Soldat, hat eigentlich Architektur studiert, musste aber aufgrund der russisch-amerikanischen Stellvertreterkrieges da mitmachen. Er hat die Person auch gewarnt, hat gesagt, das wird ein Vakuum entstehen. Ihr könnt nicht mehr den Mujahideen mit den Gotteskriegern oder auf die Russen vertrauen. Wir müssen da einen eigenen Staat im Sinn haben. Aber die Amerikaner, Ronald Reagan hatte da eine andere Ansicht. Die haben da Geld reingepumpt, 79 bis 1989. 10 Jahre, steht, glaube ich, sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Meist investierte Geldkrieg, Stellvertreterkrieg. Und da hat man natürlich die ungebildetsten Menschen ausgestattet mit Waffen, Kalaschnikows und so weiter. Als der Krieg gewonnen war, 89, wir haben dann entschieden, oder mein Vater hat dann gesagt, er möchte jetzt nicht noch mehr Waisenkinder, er kann nicht an der Front bleiben, das wird wohl nicht gewonnen werden, der Krieg, von keiner Seite. Haben wir das Land verlassen, sind dann 3 Tage durch die Wüste nach Pakistan, Peshawar, das war die Hochburg der Mujahideen damals, aus denen sich später die Taliban entwickelt haben, der Radikalen. Und die hatten sich in Pakistan an der Grenze versteckt, verschanzt. Wir mussten ja mit Pferden und so weiter durch. Ich hatte Angst vor Pferde, deswegen bin ich da zu Fuß. Mein Vater musste wegen mir auch zu Fuß.
Okay. Sehr eiskalt, sehr dunkel, vermintes Gelände von den Russen, Mhm. Hubschraubern überwacht. Einige Tote auf dem Weg dahin. Man hatte da Mhm. nicht viel Sichtweite. Wir haben in der zweiten Nacht die Schleuser verloren unterwegs. Okay. Daher mussten wir uns auf die Pferde verlassen und dass sie Mhm. die Route quasi kennen, sind dann in Peshawar angekommen, waren 6 Monate da und dann haben wir es geschafft nach Polen und von Polen nach Deutschland. Mhm. So bin ich angekommen. Ich denke, der zweite Teil deiner Frage war mein Werdegang. Meinst du Mhm. jetzt akademisch oder? Ja, da würde ich vielleicht nochmal später drauf Hm? zukommen. Wie war das dann? Also, ich glaube, ich habe mal gehört, Hamburg war eine Option und die USA war auch noch eine Option, richtig? Wo ihr Ja, dann ich weiter? war, ich war 5, 6 Jahre alt und als Ja. der Mujahideen mich in Pakistan gefragt hat, wo wollt ihr hin, habe ich Mhm. gesagt, naja, Europa und dann Amerika. Ich wusste nicht, was das ist, Mhm. aber ich habe so geantwortet, wie mein Vater mir das damals in Kabul gesagt hat. Pack deine Mhm. Sachen, 3 Hosen Mhm. übergezogen, wir gehen nach Europa oder nach Amerika, wenn es schafft. Ja. Also das Ziel war eigentlich wohl eher England, weil mein Vater Englisch gesprochen hat. Mhm. Nur waren die Ressourcen, das Geld, alle, als man in Deutschland da war und dann wurde Mhm. man hier registriert. Mein Mhm. Vater hat ein Interview gegeben, wurde politisches Asyl gewährt Ja. und damals hatte Deutschland gedacht, okay, wenn der Krieg vorbei ist, schicken wir sie zurück. Mhm. Daher waren wir viele, viele Jahre, also 5, 6 Jahre, in einem Heim in der Nähe des Flughafens. Mhm. Daher bin ich mit vielen Nationalitäten als Kind in Kontakt gekommen. Mhm. Kurden, Arabisch, Iraker, Mhm. Leute aus dem Kosovo. Also alles, was damals so aktuell war. Afrika teilweise, einige aus afrikanischen Ländern. Mhm. Bin dann zum Deutschkurs gekommen und konnte wieder bei der ersten Klasse hier anfangen. Bin ich Mhm. also komplett quasi neu gestartet. Ja. Das Ziel Amerika war dann nicht mehr gegeben. Nein. Okay. Okay. Das heißt, du hast 'ne komplett neue Sprache gelernt. 1. Schuljahr höre ich jetzt so raus. Da kann man so einordnen, in welchem Alter du hier hingekommen bist. Mhm. Wie ist das? Also, ich habe mal gehört, Kinder, für die ist 'n bisschen einfacher, 'ne neue Sprache zu lernen, als wie für erwachsene Leute. Also, ich und Babbel, wie das Ding heißt, wir sind auf Kriegsfuß. Also, ich lerne keine neue Sprache mehr, das weiß ich jetzt schon. Aber, wie war das für dich? Kannst du dich noch so dran erinnern, so die ersten Stunden in einer deutschen Schule? Ja, es war schwierig, weil ich Mhm. war erst mal 'n paar Monate in 'ner Art Sonderklasse mit Mhm. 2 kurdischen Jungs, Okay. auch Geschwister mit meinem kleinen Bruder. Da haben wir die Basis gelernt. Aber was man Mhm. schnell mitbekommt, wenn man in so 'nem Heim aufwächst, Schimpfwörter. Ich habe Natürlich. dann quasi das Wort Arschloch falsch ausgesprochen, aber ich habe es Ja. oft gehört. Und, Hallo und Danke Ja, natürlich. klar. Man lernt's aber schneller. Das Gehirn wächst da rein. Ich hatte eigentlich schon angefangen, Mhm. in Pakistan Urdu zu lernen, also quasi Hindi. Ja, ja. Pakistan hat ja eigentlich die Sprache der Inder übernommen nach der Mhm. Spaltung 1947. Und Mhm. ich hatte dann schon angefangen, Ek, Do, Tin zählen zu lernen auf Urdu. Und durch Mhm. Bollywood haben Afghanen sowieso eine Verbindung mit Okay. Indien. Ja, Ja. Shah Rukh Khan ist ja teilweise afghanischstämmig. Alle Mhm. Khans sind da Moslems und daher haben wir ein bisschen über die Jahrtausende eine Vermischung mit Indien. Aber ich habe das dann verlernt und Ja. ich bin dann eher ins Deutsche rein, Mhm. ins Hochdeutsche und dann Grundschule, Empfehlung fürs Gymnasium. Ja. Und Deutsch war auch tatsächlich mein Leistungskurs in der Oberstufe, Okay. wir dann Kant, Kleist und so weiter behandelt haben. Ich bin eher in Sprachen, sagen wir mal, besser und Philosophie. Ich hatte dann später Englisch und Spanisch. Ja. Ja. Aber man lernt eine Sprache sehr schnell als Kind, wenn man in dem Land aufwächst. Ja. Ja. Das ist so, wenn man so Urlaub macht, so in Spanien, Italien, so 'n paar Wochen, irgendwann hat man schon so die meisten Vokabeln drauf, um sich 'n Ja, Kaffee zu holen oder so. Und bei Kindern geht das doch immer 'n bisschen schneller, ne? genau, das Ja. stimmt. Ja. Ja. Du hast dann verschiedene akademische Abschlüsse erworben, und arbeitest heute in einem Bereich, der sich intensiv mit Menschen und ihren Lebensgeschichten beschäftigt. Was hat dich ursprünglich dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen? Und wie haben deine Erfahrungen diese Entscheidung beeinflusst? Naja, überwiegend würde ich sagen, meine Biografie hat Mhm. das quasi die Basis gelegt dazu, den Mhm. Stein, mich mit Psychologie, Traumata und Flucht zu beschäftigen, Mhm. weil die Biologie ist bei allen Menschen gleich. Mhm. Aber anfänglich hatte ich erstmal Medien und Information studiert, Richtung Journalismus. Da waren wir auch im ersten Semester beim Spiegel Verlag, Mhm. der sich auch in Hamburg befindet. Mhm. Und die haben mir gesagt, im Grunde werden wir in Zukunft keine Journalisten brauchen, sondern Spezialisten, die sich mit Journalismus auskennen, zum Beispiel ein Meeresbiologe, weil jeder Mhm. mit einer Handykamera wird in Zukunft ein Journalist sein. So, Ja. du musst dich da spezialisieren. Und da ging Okay. mir ein Licht auf, dass ich quasi verschiedene Dinge
kombinieren muss, um in Zukunft gefragt zu sein oder machen zu können, was ich möchte. Ich hatte da angefangen zu studieren, habe den Bachelor gemacht, aber während ich studiert habe, Medieninformation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, hatte ich schon angefangen, am Kinder-Jugendnotdienst als Dolmetscher zu arbeiten. Und da waren 90% damals Afghanen, die da waren. Und ich habe dann für sie übersetzt, habe sie begleitet, habe mir ihre Geschichten angehört, bin mit zum Psychologen gegangen, zur Ausländerbehörde und so weiter und habe dann mitbekommen, was deren Problematik ist. Und ich habe dann auch mitgekriegt, dass eigentlich Pädagogen, Psychologen fehlen an allen Ecken und Kanten, sei es Schulen, Kindergärten, Gefängnisse, Beratungsstellen und so weiter. Und dann habe ich mich bei der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit angemeldet. Die haben mich auch angenommen. Das heißt, ich habe dann nach dem Studium angefangen, an der Evangelischen Hochschule Rauhes Haus zu arbeiten, was auch sehr traditionell ist. Die haben dann auch das Gelände des Gründers, wo der Baum und der Park noch da sind und man hat die Universität drumherum gebaut. Das hat gut gepasst, weil ich habe dann weiter im KJND gearbeitet und parallel studiert. So, dann war ich im Studium und Kinder-Jugendnotdienst, habe dann die Erziehungswissenschaften gelernt, habe das eher fachspezifisch betrachtet, Psychologie gelernt, woher kommt Traumata und habe währenddessen dann auch bei der Polizei als Dolmetscher gearbeitet. Also Polizei Hamburg. Ja. Die haben dann am Anfang mich eher dazu geholt, wenn es häusliche Gewalt gab, wenn es vielleicht mal eine Durchsuchung gab. Da hatte ich dann ein anderes Spektrum. Da hatte ich auf der einen Seite die Geflüchteten und dann hatte ich Leute, die vielleicht ihre Frau geschlagen haben oder die irgendeine Art von Gewalt ausgeübt haben und konnte dann da sein, während es passiert oder ein paar Tage später beim Interview. Habe eine andere Sicht bekommen. Dann ging das weiter mit Telefonüberwachung. Ich habe dann für die LKA quasi dann auch mal Telefone überwacht, wo ich dann protokolliert habe, weil ich ziemlich stark bin im Deutschen. Da hat man eher organisierte Kriminalität ins Visier genommen. Ne? Das hat für jedes Land, für die Polen, für die Russen, gibt es eine Abteilung, und ich wurde dann mit reingenommen nach der Sicherheitsüberprüfung, weil erweitertes Führungszeugnis, ich bin sauberes Hemd quasi. Und, das Ghetto, wo ich aufgewachsen bin, hat mich nicht beeinflusst. Also es hat mich eher gestärkt darin. Ich bin in St. Georg aufgewachsen, 10, 11 Jahre, bevor wir umgezogen sind nach Sasel. Und da war eher viel Jugendliche, die sich dann in Barmbek und in den Bahnhöfen getroffen haben. Und ich war eher der Junge, der nach dem Gymnasium dann seine Kollegen trifft am Bahnhof. Und ich dachte mir, das hat keine Zukunft. Die Jungs werden ja ständig erwischt, sogar beim Kiffen. Das bringt ja gar nichts. Die sind ja zu blöd. So, daher dachte ich, ist besser für die Polizei. Weil ich sowieso schon mit dem Kinder-Jugenddienst zu tun hatte und das Jugendamt habe ich dann auch bei der Polizei und bei der Telefonüberwachung, soweit ich erzählen darf, war das eher, dass man die Strukturen 3 Monate oder 6 Monate für die Staatsanwaltschaft überwacht hat und geguckt hat man genügend Beweise, hat die Handys dann sich angehört und dann konnte man die Beweise in die Staatsanwaltschaft liefern und dann wurden alle verhaftet. Manchmal war ich dann auch mit dabei. Das war dann 4 Uhr morgens oder sowas. So, jedenfalls auf diesem Weg hatte ich mit den Geflüchteten und mit dem Politischen zu tun. Und da ist ja auch 9/11 passiert, wo ich dann quasi in der Schule oder in der Universität das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen als Afghaner, damit die nicht alle denken, der ist ja ein Taliban. Und habe dann erklärt, soweit es möglich war, weil es ein bisschen kompliziert, woher die Taliban kommen. Und da hatte ich erklärt, dass die Mujahideen damals von Amerika mit Geldern unterstützt worden sind und Osama Bin Laden eigentlich ein CIA-Mitglied war und die Familie Bin Laden mit der Bush-Familie geschäftlich tätig war, war im Bereich Bauunternehmen und Öl und Osama dann irgendwie ausgestoßen wurde nach dieser 9/11-Sache. 1993 gab es ja schon in New York, ich glaube sogar im selben Gebäude im Untergeschoss, eine Explosion, ein Bombenanschlag. Das wurde auch Al-Qaida zugeteilt. Aber dann 2001 haben die Taliban Bin Laden versteckt und nicht rausgerückt. Und daraufhin wurde beschlossen, reinzumarschieren mit der NATO zusammen, wo Bush gesagt hat, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. So, und da waren dann auch alle dabei. Das habe ich dann erklärt, soweit ich konnte, dass die Afghanen da kein Mitspracherecht haben. Die Radikalen sind da schon lange drin und die Amerikaner hatten Afghanistan allein gelassen mit den Radikalen, weil sie gesagt haben, 89, Krieg mit Russland ist vorbei. Wir haben
gewonnen und Abzug. Auch da wurde ja keine Schulen oder irgendwas gemacht. Die Radikalen haben dann quasi alle Waisenkinder weiter radikalisiert in den Koranschulen in Pakistan und Afghanistan. Und das war die Quittung. Dann ist man da wieder reinmarschiert und ich war dann zu der Zeit Kinder-Jugendnotdienst und es kamen sehr viele dann, nachdem die Amerikaner drin waren. Es kamen sehr viele Geflüchtete, weil der Weg dann etwas offener war. Es gab jetzt die NATO in Afghanistan und alle, die überleben wollten oder weg wollten, haben es dann versucht, sind dann über Iran hierher gekommen. Ja, dann war ich mit der Polizei und am KJND quasi sehr nah dran an der Sache. Okay. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, wie du so da reingekommen bist. LKA, Polizei. Hättest du nicht auch einfach Polizeibeamter werden können? Also jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt. So, wenn ich sage, ich will eine Karriere machen und bei der Polizei LKA, da kann man doch bestimmt irgendwie Karriere machen. War das jemals? Weißt du jetzt mich? Ja. Ich habe es eigentlich als Vorteil empfunden, dass ich nicht diesen Polizeiwerdegang gehen musste. Okay. Weil sonst hast du 3 Jahre Ausbildung, dann kannst du das Studium machen. Ein Cousin von mir hat diesen Bereich studiert, LKA. Aber du kommst dann nicht in die Überwachung direkt rein. Du kommst dann nicht zum LKA, du kommst dann nicht dahin, sondern du machst ja den normalen Werdegang und dann müssen sie sich freie Leute suchen wie mich. Und so konnte ich quer rein. Hatte Islamismusprävention an der Universität auch ein Fach, wo ich der Professorin geholfen habe mit Islamismusprävention, hatte auch Kontakte mit einem guten Freund, der selbst zu Zeiten der Taliban noch dort gewesen ist und rübergekommen war und 5 Sprachen sprach. Daher hatte ich Kontakte, studierte in diesem Bereich, war aktiv im Islamismusprävention, war auch Studiensprecher kurzweilig, weil man eine Tasse bekam und 100 € und da zu den Meetings gehen sollte. Deswegen war ich auch da. Und die Polizei sagte, gut, du sprichst ja das Dari, du bist sehr gut im Protokollieren, du hast Islamismusprävention und kennst dich auch etwas aus. Ich kannte auch die Dialekte, wenn ich jetzt jemanden gehört habe, der aus Herat gesprochen hat mit einem Akzent oder jemand aus Kabul. Und ich verstand, wenn sie auf Englisch rüber gewechselt haben oder ich kannte die Straße, sagen wir mal so, wenn jemand in Hamburg überwacht wurde, der irgendwas hier über Holland und Landungsbrücken rüber geschleust hat oder über Spanien. Ich konnte das gut verstehen, weil ich die Straße kannte. Wie gesagt, das Ghetto. Ne? Ich bin ja vorher dann auch Taxi gefahren für meinen Vater eine Weile und hatte dann Hamburg ziemlich gut kennengelernt. Daher hatten meine Jobs mir immer geholfen, diese akademischen Jobs später besser zu machen. Sei es, ich war in allen Hotels gearbeitet für ein Unternehmen oder als Taxifahrer gearbeitet. Daher hatte ich dann, es wurde mir nicht langweilig, sagen wir mal so. Ja, also das hört sich auf jeden Fall so an. Taxifahrten nachts durch Hamburg und das LKA hier und ein bisschen da mitmachen. Also Langeweile war bei dir nicht drin, ne? Nee, gar nicht, weil ich komme aus einer politisch aktiven Familie. Mein Vater war mit Karzai in einer Schulklasse damals, ich glaube der 9. Kabul war relativ klein, als mein Vater aufgewachsen ist. Das heißt, die Leute kannten sich, die Politiker, die Elite etc. Nur 500.000 Einwohner. Erst nach dem Einmarsch der NATO 2001, 2002 flüchtete alles, was Beine hatte, nach Kabul in die Green Zone. Das heißt, die Zone, die sicher ist. Und Kabul wuchs auf 6 Millionen Menschen, weswegen sie jetzt eine Wasserknappheit befürchten. Und daher kannten sich eigentlich Leute, die dann von dort weg waren. Und Karzai wurde zurückgeholt von den Amerikanern. Soweit ich weiß, hat er in Amerika dann gelebt. Es wurde nicht langweilig. Ich bin Taxi gefahren für meinen Vater. Ich war sehr schlecht. Ich hatte keinen Funk. Ich hatte den ältesten Wagen bekommen, der manchmal nicht angesprungen ist. Aber ich habe es sowieso besser gefunden als Kellnern, weil ich hatte dann meine Bücher und habe dann einfach mich auf das Studium vorbereitet und gelesen, was ich mag. Sei es Psychologie oder Hörbücher. Ich habe das Taxifahren eher dazu genutzt, um zu lesen. Sagen wir mal so. Damit habe ich mich beschäftigt. Aber ich kannte dann die Straßen. Sehr gut, kennst du Hamburg wie deine Westentasche. Genau. Lass uns mal kurz auf das Thema Flucht eingehen. Du hast ja selbst eine Fluchtgeschichte. Viele Menschen kennen ja Flucht nur aus Nachrichten, politischen Debatten. Kannst du uns beschreiben, wie du diese Zeit erlebt hast und welche Erinnerungen dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Du hast gerade schon gesagt, dass mit dem Pferd, das war nicht so deins, du bist gelaufen, 3 Hosen an und dann geht's los. Aber kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben? Ja, also ich sag mal so, keiner flüchtet jetzt einfach, weil er aus Lust und Laune. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man in Deutschland oder im Westen denkt, oh, die sind jetzt hier, die haben es jetzt hier gut. Naja,
Afghanistan ist doppelt so groß wie Deutschland, ja. Ich konnte da herumlaufen, wir haben viel Schnee im Winter, ich konnte machen, was ich will. Es gab viele Mitschüler, ich konnte das essen, was ich esse. Ich war sehr verdutzt, als ich in Hamburg war und die Kinder nicht mehr verstand und die eine andere Sprache sprachen und meine Freunde weg waren. Das heißt, Flucht ist erstmal, dass du etwas verlierst. Ja? Dadurch löst sich schon mal ein Trauma aus. Ich kann jetzt auf meine Strecke eingehen, Fluchtstrecke, und dann sage ich dir nochmal, wie die allgemeine, schwierigere Strecke läuft. Wir sind ja los in Kabul bei Nacht mit 18 Personen, wo mein Onkel dabei war und die Kinder, Cousine und Schwägerin vom Onkel, jetzt die Schwägerinnen etc. Und durch ein vermintes russisches Gelände in einer Steinwüste, wo du entweder in die Luft fliegst oder, weil du nicht sehen kannst, von den Bergklippen stürzt, weil du über die Berge musst. Und dein einziges Licht ist quasi der Mond, weil alle anderen Lichter hätten dich an die Sowjets verraten. Und die Sowjets hatten meinen Vater schon auf seiner auf einer Todesliste, so wie seine Brüder und auch die Mujahideen, weil mein Vater hat es tatsächlich geschafft, sich mit beiden Seiten anzulegen und denen gesagt, die eine Seite kämpft ja für Geld, die andere für die Russen und am Ende wird das nicht gut enden. Daher sind wir dann los, sollte schneller gehen, hat 3 Nächte gedauert, 3 Tage, Richtung Peshawar an der Grenze zu Pakistan. Wo die Mujahideen und später ja auch unter der NATO die Taliban sich versteckt gehalten haben, weil Pakistan ist dann NATO-Mitglied und durfte dann nicht einfach so überrannt werden. Wir sind dann sehr lange mit Pferden, ich bin zu Fuß, weil die Pferde sahen riesig aus für mich bei Nacht. Mein Vater hat mich an die Hand genommen. Ich erinnere mich, dass ich ab und zu aufgewacht bin und wohl bei dem Schleuser auf dem Schoß saß. Und dann wieder eingeschlafen bin, weil ich da nur noch Leute vor mir habe laufen sehen. Sehr wenig Licht, sehr viel auch Sandstürme. Und dann haben wir in einem Berghöhle Rast gemacht, in einer Höhle, weil der Sturm draußen etwas sehr stark wurde. Und sie haben uns, ich dachte erst, es sind Steine, aber das waren Fleischstücke, die sehr gefroren waren. Diese Steinwüste war extrem kalt, Richtung 0 Grad. Und die Nase konnte ich kaum fühlen. Und diesen Brocken Fleisch musste ich sehr lange drauf rumkauen, damit er weich wird. Wir saßen dann in einer Reihe, in einer Höhle und ich konnte kein Gesicht erkennen. Und meine Mutter hatte so ein Ganzkörperdings an, wie man das heute kennt, Burka. Daher wusste ich auch nicht, welcher von denen es meine Mutter ist. Außer die hat mich immer zu sich gezogen, dann wusste ich, dass es sie. Wir haben dann nach der Höhle, am nächsten Tag war der Schleuser weg, die 2 Schleuser. Und das war dann problematisch. Da musste man, soweit ich mich erinnern kann, dann einfach weitergehen und auf Glück hoffen. Dann sind wir irgendwann in einem Art vorgelandet. Das ist wie in so einem Wüstenfilm, wo du dann auf einmal mitten in der Wüste hast du so ein Holzfort, wo da bärtige Leute mit Kalaschnikows vorne herein rummarschieren. Das war eine Zwischenstation zu Pakistan, zu Peshawar, wo der Mujahideen sich runtergebeugt hat. Ich hatte ein schwarzes Perantombon, traditionelles afghanisches Gewand mit einem langen Hemd an. Ich habe da draußen gespielt vor dem Fort. Und er meinte, wo geht ihr denn hin? Wo will deine Familie hin? Und ich meinte, ich habe dann einfach wiedergegeben, was ich gehört habe. Europa oder Amerika. So. Der hat mich dann weitergehen lassen und mein Vater meinte quasi die Nacht danach, sag bloß niemanden, wo wir hingehen. Da war schon die Sache gegessen für mich. Das ist ja schon erledigt. So. Und dann sind wir weiter, da kam ein LKW, alle Frauen wurden separat aufgeladen, die Männer in einem anderen LKW auf der Rückbank quasi oben offen hinten. Das war so eine Art Transporter. Und ich erinnere mich noch, dass ich meine Mutter gesucht habe, weil alle diese Burkas anhatten, in schwarz und blau. Und dann hat sie kurz gelüftet und mir gezeigt und hatte meinen Bruder schon auf dem Schoß. Der hatte ziemliche Verletzungen am Rücken, von denen, sie hat ihn festgebunden in der Wüste auf ihrem Rücken und er hatte dann dieses Gurt, hat sich in sein Fleisch geschnitten. So. Ja, wir sind dann nach Pakistan und da musste man mit dem letzten Geld, was man hatte, eine Unterkunft mieten, ein Haus. Ich erinnere mich, dass es keine Möbel hatte, es war ganz blank. Es waren 40 Grad, es waren inzwischen, glaube ich, jetzt 15 Personen, die zu uns gehörten. Und die waren alle in einem Haus und mein Vater hat sich mit seinen beiden Brüdern, der eine Pharmazeutiker, der andere Kampfpilot, auf dem Bau einen Job besorgt. Er sah da ziemlich fertig aus, hatte einen langen Bart, war eigentlich Architekt. Und hat dann seinen Brüdern gesagt, haltet mal von diesem Moschee da fern, die gebaut wird. Die haben das falsch gemacht nach den Skizzen. Er hat die Leute darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht richtig im Gleichgewicht ist.
und die haben dann gesagt, mach mal deinen Job weiter, du Afghane, weil die Afghanen sind jetzt zweite Klasse Menschen, ähnlich wie im Iran, als Geflüchtete und haben sich dann verdingt während des Krieges. Naja, einige Tage später ist das auch zusammengebrochen tatsächlich und gab einige Tote. Da haben sie meinen Vater auch ab und zu mal gefragt, was er denkt. Ja. Er war dann eine Weile dort. Der Schleuser hatte dann das Geld leider ausgegeben von uns für seine Privatschulden, was wir da aus dem Ausland bekommen hatten durch einen Verwandten. Und man musste sich einen anderen Weg einfallen lassen. Das Geld war dann alle. Mein Vater meinte, zieht euch dann wie Touristen an. Wir werden jetzt, die Schlüssel haben wir abgegeben, wir werden zum Flughafen gehen. Wir haben da einigermaßen Papiere, aber ich weiß, dass die Leute am Flughafen, ich weiß, wer mit dem Schleuser zusammenarbeitet und geschmiert wird. Und wir werden mit denen hat er dann auch geredet und meinte, wir können jetzt alle zusammen in den Knast oder ihr lasst uns da durch, weil der Schleuser hatten wir mitgenommen. Mein Onkel hatte nämlich am Genick gepackt und mitgebracht. Okay. Der war da noch dabei. Daher hatten die anscheinend gedacht, ist egal, lassen wir die mal rein. Ja. Haben uns dann durchgelassen, dann waren wir dann in Polen, weil wir da jemanden kannten über die Verwandtschaft und von Polen aus dann nach Deutschland. Ja. Aber im Grunde läuft das nicht immer über das Flugzeug. Es ist Ja. meistens ein beschwerlicherer Weg über Türkei, Iran, Türkei, Griechenland und dann vielleicht Osteuropa und dann Deutschland. Ja. Ich hatte, also ist eine faszinierende Geschichte. Also ich lausche hier gerade mit ganz, ganz großer Spannung. Ich hatte den Renas Sido hier, der ist Syrer, auch Kurde, und der ist auch nach Deutschland geflüchtet, hat ein Buch darüber geschrieben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Auch unglaubliche Geschichte, wie viele Jobs er hatte, wie viele Schleuser er kennengelernt hatte, wie viele Fehlschläge er hatte, wie es nicht geklappt hat. Und dann hier wieder ein Hoffnungsschimmer und am Ende ist er dann mit einem Schlauchboot, fast dann übers Mittelmeer dann gekommen. Die brutalste Strecke, die man eigentlich gehen kann. Und jetzt mit dem Flugzeug ist natürlich jetzt, ihr habt ja auch schon Glück gehabt, will man fast sagen. Ne? Ja, aber so Glück gehört dazu, weil, wie gesagt, wir waren 18 Leute, als wir gestartet sind. Ich glaube, 3 sind gestorben in der Wüste oder verloren gegangen. Die waren jetzt nicht direkt verwandt mit uns. Aber wenn man mit Frauen und Kindern so eine Strecke reist, vor allem, ich habe ja auch mit Geflüchteten gearbeitet, die werden nicht nur getrennt, die werden auch absichtlich getrennt. Und die Schleuser sagen dann irgendwann den Mädchen unterwegs, und solche Fälle hatte ich auch bei der Polizei und bei der Überwachung, also du gibst uns jetzt deine Tochter oder wir lassen euch jetzt hier stehen oder wir nehmen eure Tochter und dafür dürft ihr weiter. So. Es gab auch einen Fall, den ich hatte, da hatten sich 2 Schleuser mit einem Mädchen verlobt. Im Iran. Und sie musste dann in Griechenland, haben sie mitgemacht, die als ihren Mann vorstellen, die beiden. Und sie haben ja auch gesagt, wenn du in Deutschland ankommst, holst du uns nach. Wegen, wir heiraten dann, du sagst, du hast einen Ehemann. Sie ist dann zur Polizei und dadurch bin ich ins Spiel gekommen, weil ich für die Übersetzung. Bei dem Fall, es ist sehr schwierig, deswegen kommen eher junge Männer alleine durch, als Familien und Frauen. Ich bin ja mit der Familie gekommen und am Anfang, das war ziemlich am Anfang des Krieges, der Flucht, ist das so ein sogenannter Brain Drain. Das heißt, die Elite, die Akademiker und die Leute, die sich leisten können, verlassen zuerst das Land. Daher würde ich den Leuten da draußen sagen, die erste Welle ist nie so schlimm oder Kriminelle oder so, sondern eher Leute, die Berufe haben. Mein Vater Architekt, meine Mutter Bankdirektorin der Nationalbank, Onkel war ja Pilot und der andere Pharmazeutiker. Das sind die Leute, die zuerst kommen. Das hatten wir in Syrien auch am Anfang, dass die Gebildeten gekommen sind, wovon jetzt statistisch gesehen von den 1.000.000 60-70% in Arbeit sind. Und später, was dann über die Jahre kommt, wenn ein Krieg länger dauert, da können dann auch dann Kriminelle kommen, Unterschicht, Leute, die diesen Weg dann kennen und zu Fuß überlebt haben. Aber wir gehörten eher zu der ersten Brain Drain-Geschichte. Und das Gleiche hatten wir auch 2021, als die Amerikaner dann alles rausgeholt haben, was für die NATO gearbeitet hat. Und die Europäer und die Deutschen, jeder, der die Pässe hatte. Und einige stecken ja jetzt noch in Katar fest oder in Vereinigte Arabische Emirate, in den Containern der Amerikaner. Ich glaube, das sind einige tausend Afghanen, die auf ihre Weiterführung nach Amerika warten. Aber Trump hat das blockiert. Der überlegt, jetzt in Kongo auszusiedeln, weil er eben, man muss sagen, White Power und so weiter. Der hat nicht so viel Background-Geschichte, Einblick. Er ist ja eher ein Geschäftsmann. Und solche Leute sind eigentlich gut, weil das sind ja auch, soweit ich weiß, 70% Kinder und Frauen, die
akademische Eltern, die ihre Kinder eher fördern in die Demokratie, so wie meine Eltern, sich damit auseinanderzusetzen. Stichwort Demokratie. Ich erinnere mich, dass ich in Pakistan, 6 oder 7 Jahre alt, gebetet habe vor einer Moschee. Mein Vater stand so hinter mir, hat sich das angesehen, weil ich konnte ziemlich auswendig beten in Afghanistan. Okay. Und der ist dann in die Moschee rein, kam wieder raus und meinte, steh auf, Junge, ich habe mit dem Mullah geredet, das ist ein Idiot. Also du musst den Weg selbst finden zu Gott und das hier ist alles Politik. Man muss sagen, wir Afghanen sprechen kein Arabisch, genauso wie die Iraner. Wir verstehen kein Wort, was da im Koran so geschrieben steht, wir brauchen Übersetzer. Ja. Aber in Kriegszeiten wird nur der kleine Dschihad, die Verteidigung und der Krieg gelehrt. Das heißt, man bekommt von den Mullahs in diesen Koranschulen nur das, was sie wollen, dass man weiß, weil die ersten politischen, sagen wir mal, Parteien etc. waren immer schon die großen Religionen. Sei es die Kirche gewesen, die da Boden veranschlagt hat oder Kreuzzüge 1096, ich glaube Papst Urban, der erste Kreuzzug, losgetreten hat, oder hier die Radikalen. Weil die Afghanen, denen wurde verboten, die Übersetzung. Denen wurde gesagt, das ist jetzt Krieg, das ist Dschihad gegen die Ungläubigen. Und daher ist das nicht unsere Kultur, das Arabische. Die Burka kommt auch nicht aus unserer Kultur. Die Frauen tragen eher sehr bunte Gewänder, traditionelle, so wie Tadschikistan, was dieselbe Sprache spricht wie wir, Tadschikistan. Nur haben die Tadschiken, wurden von Russland übernommen zur Sowjetunion und waren geschützt. Und bei uns hat man den natürlichen, sage ich mal, Lauf der Dinge geändert, indem die CIA da rein ist und gesagt hat, gut, jetzt holen wir die Revanche, weil wir Vietnam verloren haben, werden wir jetzt die Mujahideen unterstützen und die Russen über die Afghanen zerstören. Weil hätte man, und da waren die Kommunisten fleißig dabei, die Religion zu trennen vom Staat. Da waren die Kommunisten sehr stark dabei und die Frauen durften auch arbeiten zu der Zeit. Frauenrechte etc. Man weiß das auch in China. Da wurden, als der Kommunismus kam, etliche Frauen aus den Dörfern befreit von traditionellen Bräuchen. Nun ist der Westen dem Kommunismus nicht so aufgeschlossen, aber ich sag mal so, will man lieber einen Kommunismus oder will man radikale Islamisten, die keiner Regel folgen? Ja. Nach meiner Ansicht bräuchte man schon 50 oder 100 Jahre Militärdiktatur, um Menschen zur Demokratie zu führen. Du kannst nicht da reingehen und sagen, so, ihr seid jetzt Demokraten, dazu bedarf es viele Jahre Sicherheit, viele Jahre Bildung, Gleichberechtigung. Und da wäre der Übergang wahrscheinlich ähnlich wie bei Tadschikistan, Usbekistan und so weiter über die Sowjetunion besser gewesen. Aber da haben die Amerikaner gedacht, nee, da pumpen wir Geld rein aus Rache und gucken mal, was passiert. Und Ronald Reagan war ja natürlich Schauspieler in erster Linie. Der hatte auch keinen blassen Schimmer, was er macht. Und hatte, soweit ich weiß, eine Wahrsagerin, seit er in ein Bein geschossen wurde, nach dem verfehlten Attentat. Der hat sich dann immer nach seiner Wahrsagerin gerichtet. Ähnlich wie Trump ist das ein Fernsehpräsident gewesen. Ne? Und das ist jetzt der zweite Fernsehpräsident. Der ist auch nicht so gut belesen. Ich würde mal den Amerikanern wirklich mal in die Verfassung schreiben, keine Schauspieler zum Präsidenten zu wählen. Ja, aber gut, das war meine Meinung. Ja, das unterschreibe ich sofort. Ich finde das auch immer krass, wenn man so Bilder aus den 70ern sieht, aus Kabul. Das ist ja eine komplett andere Welt. Oder Istanbul, wenn man da so Bilder sieht. Völlig frei, also ich glaube, freier, als wir in Deutschland eigentlich jemals waren, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, das wurde das Paris des Mittleren oder Südostasiens genannt, Kabul. Da ging tatsächlich, ich habe ja auch iranische Freunde, die gesagt haben, da haben manche ihre Flitterwochen in Afghanistan gefeiert. Mein Professor sagte nochmal, er kannte da die Chicken Street und hat was zu kiffen gekauft, wenn er da durchgewandert ist durch Afghanistan. Okay. Weil es war sicher. Da konnten Frauen, weil die Kultur war da. Bei uns wird die Gastfreundschaft sehr groß geschrieben, also das Memoni. Es gibt auch ein Restaurant in der Schanze hier, das Memon heißt, was Gast bedeutet. Und Gäste sind quasi für die Afghanen immer schon heilig quasi. Und bevor das Ganze zerbröckelt ist, war das ein sehr stabiles Land. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, jetzt in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im regnerischen Hamburg zu ziehen, weil es so toll ist. Da hätte man eher gesagt, die armen Deutschen, wieso kommen die nicht mal hierher zu Besuch? Die haben ja hier viel mehr Berge und Größe und so weiter. Also wie gesagt, da verlässt keiner so einfach das Land. Und Afghanistan war modern, die Frauen haben Röcke getragen. Meine Mutter und mein Vater haben sich beim Studium kennengelernt, im Bereich der Wirtschaft. Meine Mutter hat ja in der Bank gearbeitet und haben sich ganz normal ausgesucht. Das Problem war nur, dass außerhalb der Städte
hatte man die nicht entwickelte Bevölkerung. Und die waren leicht auch zu schnappen mit Islam oder Versprechungen oder die Kommunisten töten alles und nehmen euch die Kultur weg. So, und da hatte die amerikanische Seite sehr viel Propaganda gemacht gegen die Russen und die Russen gegen die Religion. Ja. Und dann brach das auseinander und ich würde mal sagen, das Ganze war noch zu jung. Die Demokratie war noch zu sensibel. Das Volk war gerade dabei, ähnlich wie im Iran. Da hat man 79 die Ayatollah eingesetzt und hatte auch Angst, dass die Kommunisten gewinnen. Da hatte dann USA quasi einen Generalplan oder Nichtplan, sagen wir mal so. Sie wussten einfach nur, wie man da reingrätscht, aber keine Ahnung, wie man da rauskommt. Und da hatte man dann Afghanistans Entwicklung gestoppt. Es wurde das Kino gebaut, der König war da, sehr moderater, sehr progressiver König, der, soweit ich weiß, auch Französisch gesprochen hat. Es gab einen Empfang in den USA für die Königsfamilie, die afghanische. Und die waren darauf erpicht, Frauen müssen, ich glaube seit 1919 dann das erste Wahlrecht für Frauen in Afghanistan, nachdem man sich von den Briten emanzipiert hatte. Also auf dem Papier jedenfalls schon mal ein Wahlrecht vor Schweden oder Teile der europäischen Länder. Und dann war es auf einem sehr guten Weg. Kabul hatte elektromagnetische, also Strombahnen auf der Straße, Straßenbahnen. Wahnsinn. Und viele studierten Ingenieurswissenschaften, mein Vater Architektur. Man war jung im Schnitt, waren die Leute 25 Jahre alt, so im Iran jetzt auch. Die Geburtenraten waren hoch, aber das wurde gestoppt. Wie gesagt, das CIA hat andere Pläne und das Ganze wieder dann wegen Öl und Macht. Aber wie gesagt, die Kommunisten hätten eine Brücke sein können zu einer Demokratie und zur Vermeidung des Chaos. Dazu muss man sagen, wir haben da ein Problem, so wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg oder Ersten, die Nachbarländer. Pakistan ist nicht begeistert, wenn Afghanistan moderner wird, weil sie 1947 zwischen Afghanistan und Indien gegründet worden sind. Als England im Zweiten Weltkrieg großen Schaden genommen hat und wirtschaftlich nicht mehr so stabil war, konnten sie das indische quasi Empire nicht mehr halten, sind auch aus Indien rausgeflogen, aus Afghanistan sowieso, 3 Kriege verloren, 1919 der letzte. Und dann haben sie sich gedacht, bevor wir rausgehen, gründen wir nochmal ein Land, das sich als islamisch identifiziert und haben Pakistan gegründet, was eigentlich ein Sammelsurium von Pashtun, also Afghanen, Balutschen, teilweise Hindus und anderen Stämmen ist und haben dann eine Grenze gezogen, die niemand anerkannt hat. Die Durand-Linien, benannt nach Sir Mortimer Durand, die immer noch nicht anerkannt ist und auch die Taliban trauen sich nicht, das anzuerkennen. Und dann hat Pakistan alles getan, damit die Afghanen nicht auf die Füße kommen, damit sie nicht auf die Idee kommen, das Land zurückzuverlangen, auf dem die da zu einem Drittel da stehen, und Indien auf der anderen Seite als Gegner. Damit hat England quasi sich selbst ins Bein geschossen, weil sie haben ein Land gegründet, das später die Taliban 20 Jahre während des NATO-Krieges versteckt hielt, Osama bin Laden in der Nähe eines Militärakademie versteckt hat, die Terroristen weiterhin ausbildet und Radikale ausbildet, als sehr radikal gilt, und eine Atombombe bekommen hat, weil deren Atomphysiker, Wissenschaftler in Holland gearbeitet hat und die Pläne kopiert hat während seiner Nachtdienste. Ja, daher war das jetzt keine gute Idee. 1948 wurde Israel gegründet, ein Jahr quasi nach Pakistan. Und das sind das Erbe quasi, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg der Kolonialisierung dieser Länder, wo man nicht nachgedacht hat, wenn man da Völker trennt und irgendein künstliches Land reinbaut. Und Pakistan hat sich davon auch nie wirklich losgelöst, weil inzwischen ist Pakistan eine Militärbasis, wo die Amerikaner dann sagen, wir brauchen jetzt Hilfe, die Saudis sagen, wir brauchen dann Atombomben, die Iraner sagen, wir brauchen Unterstützung. Sie kann man mieten. Man kann Pakistan mieten, wie eine Firma. Und wenn du Radikale willst oder irgendwelche Bomben willst oder sowas, kriegst du das von dort. Und auch die eigene Bevölkerung hat nichts mitzureden, weil es wird von einer Militärelite geleitet und das ist unser Problem. Afghanistan kann mit sowas nicht auf die Beine kommen, weil die NATO hat es nicht geschafft, in 20 Jahren die Taliban zu besiegen, weil sie in Sicherheit auf der anderen Seite abgewartet haben.
Ja, das ist ja auch dieses Ding, auch die Bundeswehr hat ja die Aktien da drin gehabt, bis 2021, bis man dann auch wieder alles hat stehen und liegen lassen. Und selbst die Menschen, denen man versprochen hat, sie nachzuholen, das ist ja bis heute warten da Menschen drauf. Das ist einfach unfassbar, wie man sich da jetzt aus der Schlinge ziehen will. Selbst heute, selbst die Regierungssprecher sagen ja, nee, also da haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Obwohl ja Angela Merkel gesagt hat, wir holen euch da raus. Ja, am Arsch hängt der Hammer, ne? Ja, das ist Politik, ne? Deswegen Ja, vertraut klar. niemanden. Und vor allem, das Zitat war ja von einem der wirklich bekannteren amerikanischen Politiker. Es ist wirklich gefährlich, ein Freund von Amerika zu sein, beziehungsweise es ist schon gefährlich, ein Feind von Amerika zu sein, aber noch gefährlicher ist es, ein Freund von Amerika zu sein. Ja? Das war, glaube ich, Kissinger. Ja. Und das Vertrauen hat natürlich das Schwert noch tiefer da reingedrückt, weil 300.000 Militärangehörige, also alleine Soldaten, deren Familien, wurden zurückgelassen und intelligenterweise wurden die Scanner auch zurückgelassen, damit die Taliban gleich am Fingerabdruck erkennen, wer für sie gearbeitet hat und wer nicht. Ja. Und das war dann eine Strichliste von Trump. Zuerst gehe ich mal aus Afghanistan raus. Trump ging ja dann weiter und hat dann dasselbe mit der Ukraine versucht. Da gehe ich jetzt auch raus. Da haben die Ukrainer gesagt, nicht mit uns. Ja. So, weil in Afghanistan war unsere Regierung die Amerikaner. Die Amerikaner waren unsere Regierung und keiner wurde von Trump mit eingeladen, mit den Taliban am Verhandlungstisch zu sitzen. Er hat es allein entschieden. Er hat denen gesagt, alles klar, versprecht mir mal ein paar Sachen. Die haben gesagt, natürlich, Indianer-Ehrenwort, die Frauen dürfen zur Schule. Die Taliban waren ja nie Indianer, aber das wusste Trump nicht. Ja. Und damit hat er sich zufrieden gegeben, weil ohne ihn das weiß ja jetzt jeder, er ist ein Narzisst und hatte diese Ideen mit der langen Mauer zu Mexiko, wo ihm dann die Backsteine geklaut worden sind und hatte dann auch noch dieses mit den Taliban, das sind eigentlich gute Jungs, hat er noch gesagt. Ich habe mit denen geredet und er hat ja auch das Buch The Art of the Deal oder so geschrieben, wo manche sagen würden, The Fart of the Deal, aber gut, er ist eben kein großer, wie man ihn nennt, so geschickter Verhandler, der Donny, genau. Und dann hat er dasselbe mit der Ukraine versucht und hat dann den Russen gesagt, ja, gib doch ein Stück ab zu den Ukrainern und dann ist die Sache gelöst. Da bin ich in 24 Stunden durch. Ist nicht gelaufen, war dann sauer über die Sache. Und dann hat er gesagt, egal, steige ich aus der NATO aus, weil die kosten mich sowieso zu viel. Also eigentlich ist ein Trump ein Gottesgeschenk an alle Diktaturen, an die Chinesen, an die Russen. Jetzt ist er in den Iran reinmarschiert. Ich weiß nicht, wo er da morgens aufgewacht ist, auf welchem Fuß. Aber da dachte er, da gehe ich mal schnell durch, so wie bei Venezuela. Die können mir ja nichts. Gut, die Iraner hatten 47 Jahre Zeit, sich vorzubereiten auf sowas. Und die sind nicht zu vergleichen mit den Taliban, weil da ist eher eine stabile Diktatur. Und da konnten die Iraner dann auch zur Schule oder zur Uni. Und daher ist die Bevölkerung auch in sich geschlossener gegen die Ayatollah, gebildeter, weil sie in diesen Diktatur doch zur Schule gehen konnten und einigermaßen Sicherheit hatten zu lernen. Aber bei Afghanen ist das tatsächlich so ein 40-jähriger Anschläge und Kriege und so weiter. Und was die Ayatollah und die Taliban vereint, ist der Hass gegen Frauen. Ja? Diese Leute denken tatsächlich, Zitat, glaube ich, von dem ersten Ayatollah da, Frauen sind von der Rippe des Mannes durch Gott quasi geboren worden und so erschaffen, dass sie eigentlich Tiere sind in Menschengestalt, die dem Mann dienlich sein sollen. Also quasi sind das eigentlich Esel. Nach seiner Schlussfolgerung sind Frauen also Esel, was bedeutet, er ist zu 50% ein Esel, weil seine Mutter muss ja auch dann ein Esel gewesen sein. Und diese Ayatollah oder diese Taliban wissen, dass gebildete Frauen gebildete Kinder auf die Welt setzen und großziehen. Und die kann man dann nicht mit Koran beeinflussen bei einer Sprache, die sie nicht mal sprechen, also Arabisch, weil wir sprechen Dari und Farsi, die Iraner sprechen das auch. Und dann hat dieser Ayatollah noch gesagt, wenn man diese Frauen verhaftet, die sich unpfleglich benehmen, vor allem die Jungfrauen, muss man sie vorher vergewaltigen, damit sie nicht in den Himmel kommen und dann töten. Und das ist Zitat von, ich glaube, von den Khomeini oder den ersten jedenfalls, der auch syrisch-irakische Anteile hat. Das heißt, die Ayatollah, die da 79 eingesetzt worden sind, über England und Frankreich, sind auch jetzt nicht ganz Perser gewesen. So.
Aber das wissen die Iraner dann auch besser als ich. Jedenfalls, diese Radikalen haben den Auftrag, die Gesellschaft über die Frau zu den Kindern, zu den Männern zu zerstören. Und da fängt man dann eben mit den Gleichberechtigung und Menschenrechten an. Und die sind nicht gegeben in Afghanistan. Ja. Und das trifft die Frauen jetzt. Ja, ich finde das krass, was du gerade so mit den Freund und Feind der USA erzählt hast. Also die Deutschen stehen ja den USA positiv gegenüber. Anfang des Jahres, man holt mal eben den Präsidenten, also Venezuela, raus. Merz sagt, ja, es ist komplex. Eigentlich ist es ja völkerrechtswidrig, was da begangen wurde. Ja, ist komplex, wir müssen da noch, ne, so. Israel greift den Libanon von unten an. Ja, das ist ja Selbstverteidigung, ne. Ne, klar, Israel bombardiert der Schulen, ne. Das ist doch eigentlich alles eine Farce. Also das ist doch, also ich bin ein großer Fan von dieser Bundespressekonferenz, die 3-mal in der Woche ist, wo die Sprecher da sind und dann werden die gefragt, solche Fragen und dann die Antworten. Du weißt ganz genau, es kommt dieser Bausteinantwort, ne? Keine eigenen Erkenntnisse, wir sind nur noch in Prüfung und du denkst, ey, what the fuck, ey, das ist doch vor unseren Augen, sehen wir das doch, was da los ist. Ja, aber da musst du ja das alte lateinische Sprichwort Qui bono, ja? Verfolge das Ich kann Geld. kein Latein. Ach so, ja. Man folgt dem Geld, ne? Folge dem Ach so, Geld. okay, ja. Wer profitiert? Ja. Und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing, wie mein Professor sagt. Altes deutsches Sprichwort. Das heißt, solange die NATO und Deutschland mit den ganzen Militärbasen in Deutschland und dem ganzen Know-how und Militärstruktur gegen die Russen abhängig ist von den USA, können sie jetzt keine großartige Kritik äußern. Der einzige Vorteil, den wir jetzt in Europa haben, ist, dass die Europäer erkannt haben, Trump oder die USA sind nicht verlässlich. Das heißt, wir müssen eine eigene Armeestruktur aufbauen, sonst wäre man jetzt auch nicht Hals über Kopf 2021 raus, nur weil Trump raus ist, weil man keine eigene Armee hatte. Klar. So, diese Emanzipierung von der USA weg wird wahrscheinlich, auch wenn es jetzt schmerzhaft ist für die Wirtschaft, im Nachhinein sich als Vorteil erweisen für Europa, weil Amerika es auf die Reihe kriegt, einen komplett unbelesenen Geschäftsmann aus dem 1% Kapitalelite zum Präsidenten zu wählen. Ja. Wo man sich fragt, wie haben die Rednecks in dem mittleren Westen die Oberhand gewonnen über die Großstädte? Und manchmal muss man diese Erfahrung als Amerikaner anscheinend machen, weil man nach Obama dann wieder eine Gegenversion haben wollte, als Rache quasi, habe ich den Eindruck. Ja. Aber dieses Selbsterfahrungsding, das die Amerikaner durchführen, ist nicht gut für den Rest der Welt. Wir können da nicht immer darauf warten, dass die sich da finden. Europa ist das als der alte Kontinent. Hier ist die Vernunft, habe ich eher das Gefühl, teilweise. Und Europa ist jetzt auch keine Kolonien, hat das auch nicht mehr großartig. Frankreich ist aus Afrika raus. Und es hat sich nie als gut herausgestellt, sich einzumischen und Grenzen zu ziehen und irgendwelche Länder durcheinander zu bringen. Eher Verträge und diplomatische Verhandlungen und auf lange Sicht arbeiten, weil das Dilemma, das wir jetzt haben die Amerikaner damals und die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg angerichtet, sag ich mal, indem man diese Taliban, Ayatollah, später aus Versehen die ISIS, nachdem man Irak angegriffen hat und die Baath-Partei mit 300.000 Soldaten arbeitslos war, dann die ISIS und Al-Qaida davor. Und soweit ich weiß, hat Israel auch noch Hisbollah gegründet damals im Gegenzug gegen die PLO, das auch nach hinten losgegangen ist. So, dieses ganze Experimentieren mit radikalen Gruppierungen, denen man an beiden Seiten Waffen verkauft, keine gute Strategie. Ja, weiß ich bin Afghane, da im Krieg geboren, hat nicht funktioniert. Das sind dann nur Söldner, die für jeden arbeiten, denen Geld gibt. Ich war ja auch bei der NATO ein Jahr gewesen, Parsberg-Hohenfels, habe mit den Amerikanern gearbeitet. Da gibt es sogar ein Video von auf YouTube. Da war die NATO-Channel da und dann haben die mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt, weil ich konnte Englisch und sollte für den Colonel, den afghanischen Colonel übersetzen. Okay. Und das ist ein riesiges Gelände, fast so groß wie Hamburg, früher für Bosnien und Kosovo benutzt, dann später ab 2010 dann für die Afghanistan-Einsätze. Und da hatte ich dann Kontakt mit den amerikanischen Einheiten, weil mein Englisch ganz gut ist und konnte dann mit denen die Auswertung der Satelliten, die Kultur quasi sollte ich näher bringen zwischen der afghanischen Armee, der ANA und den Amerikanern,
damit sie sich nicht über den Haufen schießen auf den Feldern und wissen, wie mache ich das? Ich parke nicht mit meinem Panzer auf dem Gerstenfeld und so weiter. Mhm. Und woran erkenne ich die Taliban? Ich habe auch viel gelernt. Ja. Also es war für mich interessant, Ja. weil ich war da ein Jahr, die haben mir das Handy weggenommen, dann Mhm. hatte ich nur noch Bücher. Ich habe dann auch noch solche Bücher mitgenommen wie Mossad, CIA, NSA. Und wenn ich das da aufgeschlagen habe, haben die Amerikaner mich auch komisch angeguckt. Weil ich Okay. da zwischen den Amis saß mit diesen Büchern. Und der eine meinte, don't mess with these guys. Ich meinte, I just want to have some background information. Yes. Ja, Yes. because I'm sitting with you here. Ja. So. Da habe ich dann mit den afghanischen ENE gearbeitet. Die konnten natürlich aufsteigen, wenn sie mit den Amerikanern dort arbeiten. Habe auch einige Soldaten kennengelernt, die nur ausschließlich dazu da waren, Taliban zu liquidieren, zu exekutieren. Und die haben gesagt, also wir sind ganz unzufrieden, mit den Amerikanern, weil immer, wie wir denen die Taliban übergeben, scheint die Hälfte wieder freigelassen zu werden später. Deswegen waren sie dazu übergegangen, die an den Händen und Füßen zu knebeln und in den Fluss zu werfen. Weil die gesagt haben, wir haben keinen Bock drauf, weil die schneiden uns auch immer die Köpfe ab, wenn sie uns erwischen. Er meinte, da waren einige in Urlaub quasi, Heimurlaub, hatte der Soldat erzählt. Und die sind da quasi ohne Köpfe angekommen bei den Familien. Man meinte, wir haben eine Blutfehde quasi mit den Taliban. Das heißt, wenn jetzt jemand denkt, die Afghaner wollten die Taliban, das stimmt ja nicht. Aber sie haben darauf vertraut, dass auf das Wort Deutschlands, auf das Wort Amerikaner, wir werden für euch da sein, wir werden euch nicht zurücklassen, ihr kämpft mit uns gegen die Radikalen und wir werden das hier aufbauen. Und dann hat man ja gesehen, was daraus wird. Sobald Trump einen Rückzieher gemacht hat, hat Deutschland auch gesagt, oh, die AfD scheint Stimmen zu gewinnen. Deshalb werden wir jetzt erstmal die 2000 Leute mit den Familien da zurücklassen in Pakistan, die alles verkauft haben und jetzt in Pakistan abwarten, dass sie rüberkommen dürfen. Ja. Und die hat man im Stich gelassen. Und das sind Leute, die Richter, Ärzte, Architekten, Militärangehörige, kleinen Kindern und so weiter, die namentlich den Taliban bekannt sind. Ja. Und die werden jetzt den Preis zahlen dafür, dass man jetzt beschlossen hat, weil man die Stimmen gewinnen will, die nicht rüberzulassen. Und Amerika das Gleiche. Daher ist das jetzt, weiß ich das, ich war bei dem Militär da. Und die amerikanischen Soldaten an sich hatten ein gutes Gefühl, weil die dachten, anders als Irak machen wir hier etwas. Wir kennen den Feind. Wir wissen, was wir hier tun. Die haben uns angegriffen, aber gut, Irak hat uns nicht angegriffen. Da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, vielleicht über Afghanistan mit in Iran reinzugehen und die Leute da zu befreien, die wirklich die Ayatollah loswerden wollen. Ja. Und nicht irgendwo reinzugehen, wo es noch stabil ist, in Irak, so wie bei Gaddafi, wo man auch rein ist. Naja, aber die Militärstrategie der Amerikaner scheint zu sein, wir sind Waffenhändler Nummer 1 und ohne Krieger haben wir keine Klienten. Ja. Wo kein Krieg, da keine Waffen. Ja, ich finde das gerade, was du gerade so sagtest, so mit AfD hier in Deutschland. Du hast es jetzt in den letzten Jahren gehabt, wenn eine Landtagswahl war. Kurz vor dem Wahltermin ist immer irgendwie ein Flieger losgegangen. Da hat die SPD gesagt, oder CDU, hier, wir schicken wieder 10 Afghanen zurück, nur für diesen kurzen Augenblick, mal kurz eine Headline zu machen. Und das ist ja totaler Quatsch. Also die 20 Afghanen, die man da zurückschickt, werden jetzt nicht großartig irgendetwas verändern. Genau. Es ist eher also es ist ja immer das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich. Ich kenne mich mit der Geschichte einigermaßen aus. Und im zweiten oder nach dem ersten verlorenen Weltkrieg in Deutschland, da hat man gedacht, gut, jetzt haben wir es kapiert, wir haben verloren, weil die Juden hatten uns da nicht gelassen. Die haben uns da nicht gelassen, die Minderheiten sind schuld, wir haben zu viele Ausländer. Und immer, wenn es losgeht, immer wenn die Lohntüte kleiner wird, habe ich das Gefühl, jetzt beim weißen Mann, dann guckt man erstmal, wer es nicht weiß. So, die sind dann erstmal schuld, weil unser Professor hat immer gesagt, Identität gründet sich bei manchen Leuten daraus, was alles andere der andere nicht ist, was ich bin. Also er ist nicht weiß, der spricht eine andere Sprache, der hat eine andere Religion, das ist jetzt meine Identität. So, für Leute, die jetzt nicht so eine großartige Kernidentität haben, ist das schon mal erstmal erste Identität. Ja. So, was ich nicht bin,
Das ist wahrscheinlich das Problem. Mhm. Und natürlich kann man immer gut auf Minderheiten eintreten, weil sie nicht besonders viele Rechte sich auskennen und auch nicht verteidigen können. Das beobachtet man überall. Das hast du auch im Iran, als die Israelis da 9 Kommandeure und so weiter abgeschossen haben. Da haben die Iraner gesagt, erstmal 2 Millionen Afghaner abschieben, weil die hatten bestimmt die Orte verraten, wo die ganz geheimen Treffen unserer Militärs stattfinden. Na klar. Wo ich mich frage, wie schaffen diese Straßenhändler, und die nicht mal zur Schule gehen dürfen im Iran oder keine SIM-Karte besitzen dürfen, herauszufinden, wo die sind. Na gut, auf jeden Fall hat man dann immer diesen Reflex, wenn es wirtschaftlich runtergeht, erstmal die Minderheiten. Ist man mit den Minderheiten durch, dann sind das die Sozialhilfeempfänger, weil das sind alles Schmarotzer, die zu Hause rumhocken und nicht arbeiten. Na klar. Wollen. Nach den Sozialhilfeempfängern kommen die Feministen, weil die haben die Familien zerstört. Die kriegen ja keine Kinder mehr. Weil wieso kriegen die keine Babys, ja? Die Feminismus hat die Familie zerstört. So. Und dann kommt man schließlich irgendwo dazu, dass man wieder religiöser werden müsste, weil alle sind jetzt gottlos. Und dann kommt man natürlich zu den Homosexuellen direkt über die Religion. Wieso sind die eigentlich da? Also es gibt immer eine Abfolge, bis man dann dazu kommt, dass, da muss ich dann dieses Zitat benutzen, also sehr vereinfachtes Zitat. Kapitalismus ohne Sozialismus wird Faschismus und Sozialismus ohne Kapitalismus wird Kommunismus. Okay. So. Trump geht in Richtung Faschismus, weil er vertritt die Geldelite. Ja. So. Und er geht in Richtung Faschismus und die Weißen sterben aus und wir müssen die Familien schützen und die Kirche, wobei er ja in diesem Fall Jesus ist. So, was er denkt. Mindestens. Er ist Jesus. Falls jemand die Homelander-Serie gesehen hat, da nehmen sie ihn ein bisschen auf den Korn. Okay. Mit Boys. Und das geht dann in Richtung, ich löse alles, indem ich Hass schüre und Trennung und Spaltung. So, nun ist die Stärke Deutschlands genauso wie Amerika die Einwanderung. Ja. Wo man sagen kann, die kontrollierte Einwanderung nach Punktesysteme, wie Kanada das macht und so weiter, befürworte ich. Man sollte nicht jeden reinlassen, weil die Afghanen, die weggelaufen sind, sind vor den Radikalen weggelaufen und den Kriminellen. Das heißt, partout alle Afghanen zu sagen, sie seien kriminell oder alle Syrer, funktioniert nicht. Die Deutschen sind ja auch nach USA ausgewandert. Da hat man auch nicht gesagt, sind alle Nazis. Ja. Außer die Wissenschaftler, die Atombombe entwickelt haben, das waren tatsächlich Nazis. Die waren ja deswegen rausgeholt worden. Aber ich schweife manchmal ab, da musst du mich dann bremsen. Alles gut, alles gut. Ich versuche es zusammenzuhalten, ja? Diese Reflex ist natürlich von der AfD leicht aufzunehmen. Man sagt, okay, wir haben die Arbeiter auf unserer Seite, weil Lohnhütte ist kleiner, so. Und wir haben die Leute auf den kleineren Städten, Gemeinden, Dörfern, die sowieso nicht mit Ausländern viel Kontakt haben, sei es Ostdeutschland, russische Erziehung und nationalistisch etc. Dann hat man natürlich diese Gruppen, man bietet jetzt keine Lösungen an, sondern man sagt erstmal, wer ist schuld? Ja. Die Schuldfrage ist immer am leichtesten zu beantworten, wie gesagt, was ich eben aufgeführt habe. Wobei ich sagen muss, nach allen Büchern, was ich gelesen habe und den Leuten, die sich Self-Made Millionäre nennen, wem man die Schuld gibt, den gibt man die Macht über sich selbst. Also gibst du jemandem die Schuld, gibst du ihm die Macht über dein Leben. Er hat Schuld, dass ich das nicht geschafft habe, der Ausländer ist schuld, dass ich zu wenig Geld in der Kasse habe, der Afrikaner ist schuld, dass ich nicht bei meinem Pizzaladen arbeiten kann, hat mir den Job weggenommen. Da haben die Comedians ja auch immer gesagt, wenn jemand ohne Kontakte und ohne Sprachkenntnisse und ohne Background deinen Job wegnehmen kann, dann bist du vielleicht einfach scheiße in deinem Job. Das ist ein sehr guter Punkt. Wirklich. Wir sind in einem Zeitalter der Information, also irgendwas zu behaupten und in die Runde zu werfen, das wird dann ChatGPT wahrscheinlich auch anders sehen. Außer man guckt dann Fox News oder AfD-Channel. Ja. Das ist dann was anderes. Aber im Journalismus haben wir gelernt, finde immer 3 unabhängige Quellen, die über eine Information, und da, wo sich die Stränge kreuzen, da bist du wahrscheinlich der Wahrheit sehr nahe. Ja. So. Oder wie Emanuel Todd war das, glaube ich, gesagt hat, das Gegenteil der Wahrheit ist der Wahrheit näher als die Wahrheit selbst. So. Okay. Gut. Das war, glaube ich, ein Nachruf, in seinem Buch ein Nachruf USA, was ich gelesen hatte. Ja. Ich habe eine Menge Hörbücher dann runtergehört, als ich auf dem Weg zur Uni war, immer in der Bahn, eine halbe Stunde und zurück. So konnte ich jede Woche
ein Buch erledigen Ja. und hatte dann gemerkt, wie wenig ich weiß. Ja. Ja gut, aber das ist ja auch eine Art, sich selber vorzubilden. Man hört ja nie auf zu lernen, ne? Ich habe da teilweise mehr gelernt als an der Uni Ja. durch diese Bücher, die ich da Ja. illegal downgeloadet hatte. Habe ich illegal gesagt? Okay. Ne, nein. Okay, das klammern wir aus. Ja. Ja, aber ich sag mal, Ja. es ist ein Vorteil, dass wir die Technologie haben. Ich freue mich, dass die Amerikaner es zumindest geschafft haben, in Afghanistan WLAN, Internet-Sachen zu verlegen, weil darüber laufen jetzt die geheimen Schulen der Mädchen, wo die Mädchen Ja. im Untergrund lernen können. Mhm. Und auch mein Vater unterrichtet im Geheimen Wirtschaft und Politik. Ja. Er sitzt ja immer in seinem Raum mit den ganzen Büchern und legt sich da mit Taliban in Interviews an, im afghanischen Kanal, und unterrichtet aber auch Mädchen, weil er war immer schon ein Patriot. Ja? Er hat uns so großgezogen, du musst deinen Weg selbst finden, und Religion ist Politik bei uns, weil ich denke, Gott ist was Privates. Gott sollte man niemanden reinreden, weil das Problem ist ja, jeder erschafft seinen eigenen Gott abhängig von seinem Intellekt. Also bist du jetzt ein Bauer auf den Bergen irgendwo in Somalia oder Afghanistan, dann hast du oben den Himmel, unten hast du die Hölle und in der Mitte bist du. Ja. Und wenn du was Falsches machst, wird Gott dich bestrafen, verprügeln, und dann in der Hölle wirst du verhauen. So, man ersetzt quasi Gott mit seinen Eltern, die einen dann bestrafen. Und hat man mehr Wissen, ist Gott vielleicht der Gott des Universums mit Milliarden von Sternen und Planeten. Und wir sind nur eine Form, und es hat dann Religionen vor uns gegeben und nach uns gegeben. Und dann haben die Hindus und dann die Juden, dann kamen die Christen, haben die Juden kopiert, und die Moslems haben die Christen kopiert. Und dann hat man quasi sowas wie KFC und McDonald's und Burger King mit verschiedenen Labels. Ja. Und die haben das Ganze jetzt weitergeführt und haben darüber Macht erhalten. Und der Vatikan hat seinen Boden, die Taliban haben Afghanistan, die Ayatollah haben den Iran. Und die melken sie richtig und nehmen die Gelder für sich selbst und schicken ihre Kinder dann in Los Angeles zu Privatschulen, während die Mädchen nicht zur Schule dürfen. Ja, total also krass. Vielleicht noch ein Punkt zu Trump. Wir wollen ihm hier nicht zu viel Raum geben, aber dennoch, er wettert ja immer gegen religiöse Fanatiker im Nahen Osten. So, die letzten Bilder aus dem Weißen Haus, wo alle um ihn herumstehen, ihn an der Schulter packen und er wohl in seinem Gebet ist, oder er schläft, ich weiß es nicht, das weiß man mittlerweile ja nicht mal so genau, aber das ist doch Quatsch. Ja, was da passiert. Also Trump benutzt alles, was er kann. Ja. Ne? Alles, was er kann. Sei es MMA-Kämpfe, Boxkämpfe, die goldene Bibel, goldene Turnschuhe, eigene Kryptowährungen, die Religion, Jesus. Er hat ja, soweit ich weiß, bei der Vereidigung zum Präsidenten, eine Vereidigung da, 5. Januar, seine Hand nicht auf die Bibel gelegt, als er vereidigt wurde. Aha, ja. Und ich habe das beobachtet, die Amerikaner waren etwas empört darüber. Und da hat er das nicht getan. Und ich denke, er glaubt auch nicht daran, weil er denkt, er ist ja selber Gott. Oder Gottes Sohn zumindest. Man muss dazu sagen, wenn jemand reich geboren wurde und nicht Kontakt hatte mit der unteren Klasse und man Trumps Werdegang verfolgt, was verfilmt wurde, was er verhindern wollte, dass der Film rauskommt, beeinflusst. Er hat ja nie Kontakt gehabt mit normalen Menschen, sage ich mal. Oder sagen wir mit dem Alltag. Er ist ja selber nicht normal, im negativen Sinne. Der benutzt, was er kann. Und diese Radikalen sind auch so lange radikal, bis die Saudi-Araber ihnen ein Flugzeug schenken. Dann sind die Saudi-Araber erstmal nicht mehr radikal. Die sind ja, obwohl Saudi-Arabien das Mekka des Islam ist. So, aber die sind seit 1972, glaube ich, seit sie gesagt haben, man darf ja Öl nur in Dollar kaufen. Ein großer Freund der USA. Weil nachdem, ich glaube, es war Nixon, den Dollar vom Gold gelöst hat, konnte man ja so viel Dollar drucken, wie man will, aber der Dollar hatte weniger Wert. Also hat man es mit dem Öl verbunden, der Saudi-Araber. Dadurch hat er es wieder Wert. Was die Saudi-Araber jetzt machen, ist von der ganzen OPEC-Nummer rauskommen und vielleicht auch in chinesischer Währung oder russischer Währung zu verkaufen. Deswegen hat Trump da ein bisschen Panik. Ich vermute deswegen Venezuela, weil das hat mehr Öl als Saudi-Arabien. Wenn man dann noch Iran auf die Reihe kriegt, hat man dann den nächsten, die an China verkaufen und an Russland und so weiter. Also vor allem an China. Und wenn man dann Saudi-Arabien hat, Venezuela hat, Iran hat und im eigenen Land hat, das Öl, dann hat man natürlich die nächsten 50 Jahre abgesichert. Und Trump macht, was notwendig ist. Und die Taliban
waren ja dann gar nicht mehr so radikal, als man 2018 in Doha den Vertrag geschlossen hat und gesagt hat, ihr könnt dann übernehmen. Ja. Und er hat ja auch ganz stolz verkündet, auch wenn ich nicht mehr Präsident bin 2020, ich habe das schon so klar gemacht mit den Taliban, dass da keiner mehr aus dem Deal rauskommt. Biden muss quasi mit den Taliban zustimmen. Und Biden war jetzt kein großer Fan, dort zu bleiben, aber das war für ihn die Möglichkeit, jetzt rauszugehen. Hillary Clinton hatte gesagt, sie wäre wohl eher geblieben. Sie hat auch als Frau eine andere Verbindung zu den Frauen. Und die Demokraten hätten auch nicht jemanden wie Trump quasi als Kandidat Präsidentschaft. Aber Trump hat gewonnen. Ja. Ja. Damals wusste man nichts von Epstein und so weiter. Daher hat man ihn gewinnen lassen jetzt. Und die Amerikaner haben, denke ich, gemerkt, dass Trump in sich eine zerstörerische Kraft ist, weil er alles tut für seinen eigenen Clan. Also wenn Trump ein Talib wäre, wäre er ein Clanmann, der nur an seinen eigenen Clan und seine Kinder denkt. So, das ist Trump. Er ist quasi der Denver-Clan, der Trump-Clan. Ja? Er ist der Clan. Das Erste, was ich mich erinnere, bei der ersten Präsidentschaft, ich glaube, er hat da Handtaschen und Werbung für seine Tochter mit ihrer Modelinie und so weiter gemacht. Ja. Später hatte er die Bibel und seine Kryptos und seine Frau hat jetzt auch eigene Kryptowährungen. Ich mache mal eine Zusammenfassung für die Zuhörer. So. Und dann hat er jetzt in Saudi-Arabien noch ein Golfresort am Bauen. Ich glaube, Vietnam war die letzte Nachricht, die ich gehört habe, wo er noch etwas baut. Und es gibt seine Tochter und sein Schwiegersohn haben jetzt noch irgendwo in einer naturgeschützten Insel in Georgien, war das, glaube ich, bauen sie auch noch eine Villa auf, wo die Leute jetzt auf die Straße gegangen sind, weil ihnen das zu viel ist. So, jedenfalls, das ist, was Trump macht. Er sichert die Nachkommenschaft und er nutzt die Präsidentschaft dazu, um wie ein Warlord, wie ein Warlord in Afghanistan, sich alles unter die Nagel zu reißen. Und er beneidet ja sehr die Diktaturen weltweit, also Nordkorea und Russland. Genau. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchen Leuten er sich umgibt. Mark Zuckerberg, Peter Thiel, da könnte man ja auch stundenlang was erzählen und die erzählen ihm solche Sachen. Ne? Und das ist natürlich bei ihm im Kopf drin. Ne? Und ich glaube, das Letzte war, dass er sich sogar auf einen $1 verewigen will mit seinem Konterfei. $250-Schein, genau. Natürlich, klar. Was sonst? Es gab noch gar keinen $250-Schein. Er will dann den ersten, weil ich denke, er ärgert sich über das Kleingeld, das er rumschleppen muss. Natürlich. Und dann hat er mit $250 mit seinem eigenen Gesicht drauf. Ja. Ich denke, da werden die Amerikaner wirklich wenig Pluspunkte sammeln, wenn sie als Tourist unterwegs sind und diese $Scheine dabei haben. Da weiß ja jeder gleich, der kommt aus dem Land der Terroristen. Ruin, wir kommen mal wieder ein bisschen zu unserem Hauptthema. Wir haben jetzt das schöne Fenster der Welt aufgemacht, finde ich total klasse. Wir kommen mal wieder ein bisschen zu dir und zu deinem Thema. Du beschäftigst dich ja intensiv mit Traumata. Genau. Wie würdest du einem Menschen, der sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, erklären, was ein Trauma ist und wie es das Leben eines Menschen beeinflussen kann? Also sagen wir mal so, wie man ein Trauma bekommt, ist biologisch gleich. Es passiert etwas Schockierendes, etwas Einschneidendes. Man bewegt sich quasi in seiner Resilienzzone, in seiner grünen Zone und bam, fährt man ein Auto an im Verkehr und fliegt dann aus dieser Zone raus. Ist dann kurz geschockt. Das ist jetzt ein kurzer Alltag. Und dann geht man raus, sieht, dass man selber nicht verletzt wurde, ruft die Polizei, kümmert sich um die Versicherung und dann geht es wieder normal weiter. Was heißt, zu einem Traumata führt, sind langwierige Traumata über einen längeren Zeitraum. Wenn ein Krieg ausbricht und man fliegt aus seinem Alltag raus, muss das Land verlassen, dann ist man in diesem hohen Stresslevel. Was sich dann aktiviert, wenn man in diesem Level ist erstmal die Amygdala. Das ist so eine Art Mandelkern im Gehirn. Der wird umschlossen vom Frontallappen. Ja. Und dieser Frontallappen, der fürs Denken zuständig ist, der klappt weg. Du hast jetzt nur noch deinen emotionalen Teil deines Gehirns. Ja. Amygdala. Wir haben das in der Uniklinik Eppendorf als Amy bezeichnet. Also Amy steuert dann alles. Und Amy hat 3 Optionen. Das ist Fight, Flight oder Freeze. Also entweder man kämpft, man läuft nach Hause oder man friert ein. Da sieht man manchmal bei Tieren, wenn sie auf Autoscheinwerfer gucken. Die frieren dann ein. So. Und das passiert bei allen Menschen, wenn sie länger Stress ausgesetzt sind.
Sie denken dann emotional. Sie überleben erstmal. Das ist von der Natur so geregelt, damit wir nicht nachdenken und vom Bären gefressen werden, während wir nachdenken, ob das ein Braunbär ist, ein Schwarzbär oder was für ein Bär, sondern wir laufen erstmal weg oder kämpfen. Und wenn diese Leute in dem Stressbereich bleiben, über längeren Zeitraum, Flucht, Wüste, Griechenland, Türkei, kein Zuhause, und dann in Deutschland oder irgendwo in Sicherheit ankommen, sacken sie runter und sind dann im depressiven, wirklich tiefen Stadium, im Minus quasi. Und diese Leute dann aus diesem Trauma bedingt, der Trauma bricht auf, wenn jemand ankommt, wenn jemand gerettet wurde. Da ist das Trauma dann da. Immer wenn er ein lautes Geräusch hört, Polizeiuniformen sieht, eine Waffe sieht, wird er getriggert. Das heißt, er sieht etwas aus dem Trauma und dann ist er sofort wieder das denkende Gehirn, Cortex ist weggeklappt, so, und Amygdala aktiviert sich und übernimmt. Er ist im Alarmmodus. Und dieser Alarmmodus auszuschalten, ist wichtig, der Person erstmal bewusst zu machen, du bist hier in Sicherheit, keiner will dir was, die Polizei ist dazu da, um dir zu helfen. Das ist jetzt keine türkische Polizei an der Grenze oder iranische Polizei, die dich verprügelt, oder Taliban. Das sind eher Polizisten und du bist in Hamburg zum Beispiel, dir passiert nichts und langsam, wenn er das merkt, kann er runterkommen, aus dem Tiefen raus und in der Mitte, in seiner grünen Zone. Nur passiert Folgendes, wenn jemand sehr lange im Stressbereich ist, seine Nerven werden dünner. Ja? Das heißt quasi, er fliegt schneller raus. Wenn jetzt irgendetwas ihn aufregt, reagiert er sehr emotional. Was früher vielleicht kein Problem gewesen war, weil er eine breite grüne Zone hatte, ist jetzt so verkleinert, dass diese Person schneller da rausfliegt aus dieser Zone und schneller aggressiv wird als früher oder emotional. Das muss sich dann auch gelernt werden. Das kann sich wieder verbreitern. Das Gehirn lernt das ganze Leben. Was ich dann mache, immer ressourcenorientiertes Zuhören. Jemand erzählt mir von einer negativen Geschichte und ich konzentriere mich auf die positiven Punkte. Okay. Wie war das, als du wusstest, dass du gerettet wurdest? Wo ist der Freund, der dir geholfen hat? Stehst du noch in Kontakt mit ihm? Wie denkst du jetzt über deinen neuen Job? Hast du Kontakt zu deiner Familie? Du hast erzählt, dass du regelmäßig mit deiner Mutter redest. Das sind positive Punkte. Natürlich kann es nach hinten losgehen, wenn jemand in Sicherheit ist, aber einen Anruf bekommt und ihm heißt, dein Onkel wurde erschossen und dein Vater ist schwer krank. Dann hast du quasi jemanden hier, der physisch hier ist, aber geistig getriggert wird durch die Herkunft. Weswegen der Familiennachzug immer Sinn gemacht hatte, weil es am Ende weniger Geld kostet, jemanden zu betreuen oder ein Kind oder einen Minderjährigen, als wenn seine Familie bei ihm ist und er stabil einen Job kriegen kann, aufwachsen kann und nicht retraumatisiert wird, dadurch, dass die noch drüben sind. Was heißt, für die Stabilität ist die Familie nützlich, wenn sie, deswegen war da Familiennachzug, was Frau Merkel da ganz richtig gemacht hat, nützlich. Damit Leute Wurzeln schlagen können, woanders. Das heißt, der Familiennachzug, der steht gerade in der Diskussion, glaube ich, oder ist kurz davor, abgekippt zu werden. Das ist doch, ich will nicht sagen dumm, aber besonders schlau ist es nicht. Nee, man muss mal rechnen, was man an Betreuerkosten hat, was man an Dolmetscherkosten hat. Wenn man jetzt einen Mann hier hat und seine Frau und seine Kinder sind drüben, der wird nicht großartig im Deutschkurs schnell die Sprache lernen, weil er immer mit einem Hälfte dort ist. Dann, wenn die Frau hier wäre und die Kinder, integriert er sich schneller. Die Kinder werden hier zur Schule gehen, sie werden mit der Sprache helfen, sie werden sich integrieren, sie werden der Halt und sein Rücken sein, das Land als seine Heimat anzusehen, die Demokratie, die Regeln. Aber wenn er mal ständig rüber muss und dort etwas passiert, oder die Frau hier alleine ist, mit den Kindern ohne Mann, das ist alles eher ein größerer psychologischer Aufwand, als die Familie zusammen hier zu haben, die sich gegenseitig stabilisiert. Ist natürlich klar, wenn man das Umfeld um sich herum hat, die Familie ist immer viel mehr bereit zu performen, wie die Kids heutzutage sagen. Da bin ich völlig frei, ich kann richtig Gas geben, als wenn ich mit einem Teil noch in Afghanistan bin, in Kabul. Was machen wohl meine Familie da gerade? Ist ja wir haben ja natürlich, wenn jemand kriminell wird und noch nicht die Aufenthaltsgenehmigung, also Deutscher ist, dann kann er durchaus abgeschoben werden, wenn er mehrere Anzeigen sammelt und denkt,
er sei radikal jetzt und müsste islamistische Parolen etc., dann könnte man sagen, gut, dann bist du bei den Taliban besser aufgehoben, ne? Wenn du hier dich nicht integrieren willst. Aber Leute mit Familie integrieren sich schneller und Leute, die vor den Taliban weggelaufen sind eher gegen Radikalisierung immun. Wobei Menschen, die hier geboren sind, habe ich beobachtet, seien es Araber, Iraker, die haben keine Kriegserfahrung und romantisieren dann teilweise radikale Gruppen drüben, weil sie denken, oh, die sind der wahre Islam und das kommt daher, dass sie hier nicht integriert worden sind, richtig? Ja. Und dann, vor allem in der Phase der Pubertät, so ab 16, 17, 18, radikal werden, dann zur Moschee gehen und irgendwann mit 24, 25 wieder absinken, saufen und denken, scheiß drauf, aber zwischendurch romantisieren sie dann die ISIS, die Taliban und denken, sie haben das jetzt kapiert. Sie haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen und die Leute da drüben sollten froh sein, dass die jetzt Radikale übernommen haben, weil die Amerikaner waren sowieso nicht gut. Das heißt, die sehen dann, was sie sehen möchten, weil es in Deutschland nicht geklappt hat mit der Integration. Und Deutschland, historisch bedingt, ist kein großartiges Kolonialland gewesen wie England oder Frankreich oder Spanien. Die Briten oder die Amerikaner sind besser im Integrieren von Menschen. Auch aufgrund ihrer Sprachen. Englisch ist leichter zu lernen. Es wird in mehr Ländern gesprochen. Sie sind mehr mit dem Ausland unterwegs. Und die Leute integrieren sich schneller, sagen wir mal, wie Ronald Reagan gesagt hat, jemand, der nach Deutschland geht oder nach China oder so, wird nicht Chinese oder Deutscher, aber jemand, der nach Amerika kommt, wird Amerikaner. Ja. Ne? Da ist ein Problem der Integration teilweise, aber es wird leichter, würde ich sagen, weil es sind sehr viele, haben einen Migrationshintergrund, die Russlanddeutschen mal mitgerechnet. Aber Romantisierung seitens der Menschen, die hier geboren sind, was Radikale betrifft, kann auch passieren. Ja. Hast du eigentlich auch, ich sage jetzt mal überspitzt, einen einfacheren Zugang zu den Menschen, weil du auch Afghane bist? Also wenn du jetzt Karl-Heinz Müller wärst, ne, und sagen, ich kann Dari sprechen, da ist, glaube ich, diese Schwelle ein bisschen niedriger, dir zu vertrauen, als wenn du jetzt da sitzt. Ja, allgemein. Ich würde nicht sagen Afghanen, sondern zu Ausländern. Okay. Es ist leichter. Andersherum habe ich schwieriger mit Deutschen. Ne? Wenn ich in Behörden aufgetaucht bin oder bei der Polizei um Mitternacht wegen Abhören, da haben die gedacht, wieso kommt denn der Kriminelle jetzt ohne Begleitung hier rein? Oh Gott. Bis ich ihnen gesagt habe, guck mal an den Computer. Ich gehöre ja zu euch. Ja. So, ich kenne ja beides. Ja. Ne? Es ist für mich auch nicht einfach, aufgrund meiner Erscheinung, bei Müller großartig jetzt reinzukommen. Ja. Man hat ja auch die German Angst, ne? Die deutsche Angst. Ja. Ja, überall verbreitet. Der German Angst ist überall. Und ich bin eher so ein globaler Bürger, weil Heimat habe ich jetzt auch lange nicht gesehen. Man muss sich damit einrichten, dass man dann eher ein Nomade ist. Ne? Weil man nicht komplett integriert wird, aber nicht jeder hat das Selbstbewusstsein oder die Stärke, dann nicht irgendeiner religiösen oder radikalen Spur zu verfallen, um seine Identität zu bewahren, weil man es hier nicht geschafft hat und nicht dazu gehört oder nicht durfte oder eher rassistische Erfahrungen gemacht hat in Deutschland und gedacht hat, die wollen mich sowieso nicht, dann sind doch lieber die Radikalen besser. So, ne? Und wenn die Eltern jetzt auch nicht großartig gebildet sind, ist das eher einfacher, sei es auch Rechtsradikalität. Wenn die Eltern jetzt immer sagen, das ist schlecht, die Ausländer sind schlecht, dann kann auch jemand eher dazu neigen zu sagen, gut, die AfD ist gut und die Nazis haben jetzt unnötig verloren. Das gleiche Problem hat man jetzt auch, wenn man Leute radikalisiert über das Internet, was das Islam betrifft. Es geht immer um Bildung, Haushalt, Familie, soziale Strukturen und wie man aufwächst. Weil irgendwo muss man das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, die anderen haben nicht Schuld. Ich bin selber schuld, das zu akzeptieren erstmal und an sich zu arbeiten und trotz des Widerstandes oder der schlechten Behandlung freundlich zu sein und zu verstehen, dass nicht alle Leute so sind. Ja. Und das erfordert natürlich mehr Intelligenz und vielleicht auch gute Lehrer und so weiter. Ja. Genau, Thema Integration, da wollen wir auch so ein bisschen sprechen. Du hast gerade schon angesprochen, das Umfeld, Schule, Lehrer. Was wären so die Schlüsselpunkte für eine gelungene Integration? Also ich glaube, Menschen in Turnhallen zu stecken, ist es nicht.
Nee, Menschen in den Turnhallen zu stecken und das Ganze mit Gardinen abzugrenzen, Ja. ist eine schlechte Idee. Ich Ja. bin ja selber am Asylheim, hatten wir, glaube ich, eine Küche für 8 Familien. Und dann waren wir da 5, 6 Jahre. Ich erinnere mich, dass da ich glaube, ein Iraner hat da gekocht oder so, hat da Gäste gehabt. Arabischer Flüchtling ist mit Jogginganzug hingekommen, wollte diesen Ofen benutzen, der besetzt war, der funktioniert hat. Ja. Die sind sich in die Haare geraten. Okay. Der hat das Steakmesser da genommen, der Arabische, und hat den Iraner abgestochen damit. Okay. Dann kam Krankenwagen und so. Ich habe aus dem Fenster rausgeguckt. Da haben sie sich noch gegenseitig drohen. Es ist keine gute Idee, traumatisierte Leute in sehr kleine Räume aus verschiedenen Nationen zu stecken Ja. und dann zu hoffen, ohne Deutschkurs und ohne Arbeitserlaubnis, dass sie irgendwie schon, wenn sie da rumhängen, einen Weg finden werden, sich zu integrieren. Mein Vater hat einfach angefangen, schwarz zu arbeiten und Zeitung auszutragen, weil er durfte ja nicht. Ja. So. Und dann hat er irgendwann ein Auto gekauft, hat damit Zeitungen ausgetragen und wir haben auf dem Rücksitz geschlafen. Ich und mein Bruder, weil er meinte, Asylheim ist zu gefährlich. Ab 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens war ich dann bei dem Auto meinen Eltern. Und dann hat mein Vater dann Pizza ausgetragen, bis er die Arbeitserlaubnis bekommen hat. Und das heißt, du hast da junge Leute in den 30ern, die dann keine Arbeitserlaubnis kriegen und hoffst dann, dass dann diese 300 Euro, 400 Euro ausreichen, damit sie deren Familien da drüben, die immer anrufen und nach Geld fragen und am Verhungern sind oder auf der Flucht sind, diese Leute ist es besser, denen Arbeit zu geben oder eine Arbeitserlaubnis, die Bürokratie etwas abzubauen und ihnen die Möglichkeit zu geben, durch die Arbeit die Sprache zu lernen und Deutschkurse zu geben. Es gab eine Weile, als die Iraker gekommen sind und die Syrer, keine Deutschkurse mehr für Iraner oder sagen wir mal Afghanen, weil die gesagt haben, Priorität ist jetzt Syrien. Ja. Ja, und solches ist eher eine bürokratische Sache. Ja. Okay. Und wenn du jetzt an der Integrationspolitik etwas ändern könntest, wir haben ganz viel Geld, Ruhi, ganz viel Geld, wir haben Ressourcen ohne Ende, Leute ohne Ende, die stehen in Startlöchern. Was wäre das oder wo würdest du jetzt ansetzen? Also Bundeskanzler Ruhin Aschufta steht im Bundestag und gesagt, so Leute, jetzt hört mal zu. Ja. Ja. Ich verstehe, dass wir erstmal, du redest jetzt über Integration, aber ich kann ja später noch über Politik und Wirtschaft was sagen. Ja. Aber speziell die Integration, da hätte man den Leuten, die man jetzt versprochen hat, die 2000 Leute da in Pakistan, die müsste man erstmal rüberholen. Ja. Allein schon aufgrund der Rechtsstaatlichkeit, aber auch, weil das Menschen sind, die sehr stark gegen Radikale arbeiten können in Zukunft, die sich mit diesen Strukturen auskennen, die mit der NATO gedient haben, die von den Taliban gejagt werden und quasi ein Gegenmittel sind gegen Radikalisierung in diesem Land. Weil das eben nicht Leute sind, die zu Fuß über Wüsten und so, sondern ausgesucht, sicherheitsüberprüft und ausgebildet. Ja, die würde ich erstmal rüberholen. Dann müsste man gucken, dass man in Zukunft die Leute schneller integriert, die bestimmte Tests, Sprachkurse, historische Tests, Arbeitsnachweise, Berufsnachweise und so weiter, wie andere Länder das haben, dass man diese Leute bevorzugt behandelt, die dann schon ausgebildet sind, die das teilweise nachbilden können oder jemand testen kann. Dann hätte man zumindest Arbeitskräfte, die man direkt reinholt und sie nicht alle in einen Topf tun und sagen, das sind jetzt alles Geflüchtete. Erstmal gucken, welche von denen wirklich gebildet ist, die schon mal separieren, in Gruppen unterteilen. Natürlich die Verteilung, wenn man sie alle in die Großstädte schickt, kann es sein, dass bestimmte Orte zuerst einen Aufstand verüben. Wenn man jetzt in einem Dorf von 10.000 Leuten 5.000 Flüchtlinge holt, ist das keine gute Idee. Ja, klar. Da müsste man dann eher breiter streuen und Unterkünfte schaffen. Gucken, ob man Studenten bezahlt, weil es gibt nicht genug Pädagogen. Ob man Studenten bezahlt, Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, die dann die Betreuung übernehmen und die ihnen weniger gibt als jetzt professionellen Pädagogen. Das würde Geld sparen, weil man hätte dann vielleicht einen Pädagogen, der dann 10 Studenten anleitet oder Hilfskräfte. Und dazu nimmt man noch vielleicht Ehrenamtliche und Leute mit Sprachkenntnissen. Und man spannt noch die Familien ein als Praktikanten, die die Sprache schon können. Und gibt ihnen dann noch ein Zertifikat, dass sie mitgeholfen haben. Ja. Ich würde quasi alles nutzen, was da ist. Ja? Zum anderen
haben wir diese ganzen Debakel und dem Mangel an Geld zu verdanken, dass Biden, der Präsident, gesagt hat zu Europa, ihr müsst jetzt gegen Russland in den Krieg rein. So, wir stehen hinter euch. Das Gleiche, was man den Afghanen gesagt hat, wir stehen hinter euch. Dann kam Trump und meinte, wir stehen nicht mehr hinter euch, wir stehen hinter Russland. Ja. Da hat man ein Problem. Die selbstbewusste Außenpolitik, da deutsche Interessen mehr nach vorne zu stellen, weil daran hängt die Rechtsstaatlichkeit, daran hängt die Demokratie. Deutschland als einer der größten Volkswirtschaften Europas sollten sich nicht rumschubsen lassen. Man hatte durch Schröder Nord Stream 1 und 2, weil der Mann wusste, billiges Gas gibt es nur von dort, vom Osten. Material, Holz und Metall auch. Man hätte natürlich, statt gleich mit Putin in den Kampf zu gehen, versuchen können zu vermitteln zwischen der Seite und der anderen Seite und eher eine Schweizer Position einzunehmen, anstatt sich die Türen zuzuschließen, wenn man doch weiß, dass die amerikanische Außenpolitik davon abhängt, wer gerade gewählt wird. Da hat man sich in eine Richtung drängen lassen, weil die Wirtschaft Deutschland hat auf billigem Gas und Materialien aus Russland basiert, die jetzt nicht mehr da sind. Es ist nicht die Schuld der Migranten, dass das Gas teurer geworden ist oder das Öl. Das muss man dann verstehen. Deswegen, es gibt einige Dinge, in der Vergangenheit kann man jetzt nicht mehr ändern, aber man hatte damals über Schröder und Merkel an Beziehungen zu Russland gearbeitet, weil das Nachbarn sind. Und genauso wie Afghanistan ein Nachbar Russland war, ist auch Deutschland irgendwo ein Nachbar Russlands. Und da sollte man sich nicht von den Amerikanern reinreden lassen, weil das ist in Afghanistan schiefgegangen, das ist hier schiefgegangen. Und nun haben die Amerikaner überhaupt kein Problem damit, ob Europa ein Migrationsproblem hat oder eine Energieknappheit, weil denen war Deutschland sowieso ein Dorn im Auge mit ihrer Weltmeisterschaft in Export und so weiter. Wie so ein Musterschüler, der immer aufmuckt. Die haben gedacht, gut, dann kriegen wir eben mehr Klienten für unser Gas und Öl und verkaufen das dann teurer, verbieten Indien aus Russland zu kaufen und machen Embargo für China, wobei China gesagt hat, interessiert uns nicht euer Embargo. Und Indien jetzt wieder bei Russland einkaufen darf und Russland ja jetzt auch wieder verkaufen darf, wo man dann sich fragt, was sollte denn die ganze Kriegsnummer, wenn die jetzt alle verkaufen dürfen. Ich würde sagen, da braucht man eine klarere Linie auf Seiten der deutschen Außenpolitik, ein anderes Selbstbewusstsein, weil die AfD steigt, weil wahrscheinlich die Deutschen auch das Gefühl haben, wir werden nicht vertreten in der Welt. Nicht, dass man unbedingt jetzt rechtsradikal ist, sondern einfach denkt, die kriegen das nicht auf die Reihe, weil die sich nicht einig sind. Und da wird wahrscheinlich in Zukunft mehr Selbstbewusstsein und eigene Armeen notwendig sein. Aber die AfD zu wählen ist keine Lösung, weil nachdem die mich nach Hause geschickt haben, werden sie dann die anderen Leute sind dann in der Reihe. Genau. Remigration quasi. Wobei ich gar nicht weiß, wo ich remigriert werden sollte, weil ich bin hier aufgewachsen und ich kenne auch ich kann besser sprechen als manche Deutsche, wo ich dann direkt mich mit den Taliban anlegen würde, wegen irgendwelcher Menschenrechte und sowas. Die würden schon aus einer Meile Entfernung merken, dass ich nicht von da habe. Aber du hast natürlich recht, die AfD zu wählen ist nie eine gute Lösung. Frustration. Ja, ich glaube auch. Das ist diese ganzen Geschichten mit diesen Fahrradwegen in Peru, was das alles soll. Also das ist so an den Haaren herbeigezogen. Aber solche Meldungen verfangen bei den Leuten. Das ist eben leichte Lösung für komplexe Fragen, die bei Leichtgläubigen und Leuten, die genervt sind, gut ankommen, weil Trump hat das auch damals so gewonnen. Ich werde alle Ausländer rauskicken, die Mauer bauen, die Kriege beenden, Wasser zu Wein verwandeln und es wird allen super gehen, weil alle haben das bisher falsch gemacht und ich weiß, wie man das richtig macht. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Trump ist quasi die Zukunft Deutschlands in Form, was die AfD macht, wenn die rankommen. Erstmal weniger Steuern für die Reichen, dann sind die Ausländer schuld und dann werden wir direkt, jetzt andersherum, direkt mit Russland kuscheln. Auch wieder nicht langsam, sondern jetzt in die andere Richtung. Und wir werden aus der EU rausgehen, weil Trump ist ja aus der NATO raus. Es ist quasi dasselbe Buch, derselbe Fahrplan, was Faschisten oder Rechtsradikale oder Menschen haben, die denken, die sind Übermenschen, die einer bestimmten Geldelite die Füße küssen. Weil Politiker haben in der Regel kein Geld.
die geben nur das Geld von den anderen aus. Das ist ihr Job. Genau. Und die SPD möchte ja immer, dass die Unternehmer, ich bin ja selbstständiger Unternehmer, immer mehr zahlen. Ja. Und die AfD will wahrscheinlich eher, dass die 1%, 2% Elite da mehr Mitspracherecht hat und es weniger breit die Entscheidungen getroffen werden, Parlament und so, sondern von einigen wenigen. Ja. Und was sie angekündigt haben, ist, die Polizei auszutauschen, die Führungsriege der Polizei, der Gerichte, was Trump ja auch gemacht hat. Genau. Damit man Leute auf seiner Seite hat, die so denken wie sie selbst. Und dieses Experiment müssen wir in Deutschland nicht unbedingt durchführen. Das haben die Amerikaner schon bereut. Ja. Die haben jetzt Mamdani gewählt, ein Hindu-Moslem da in New York, genau. weil Trump die Armee und die Nationalgarde gegen die eigene Bevölkerung auch ausgefahren hat. Ja. Ob jetzt Deutschland unbedingt wirklich auch dieses Experiment durchführen muss, ich weiß nicht. Ich halte die Deutschen für schlauer als die Amerikaner. Es ist auch ein kleineres Land. Ja. Und es ist der Rückgrat teilweise inzwischen mit Frankreich zusammen der Demokratie hier. Und alles, was man tun muss, ist ein bisschen mehr für die eigenen Werte einzustehen, selbstbewusster mit Russland zu sprechen und den Amerikanern, eine eigene Position aufzubauen, den Migranten nicht das Gefühl zu geben, ihr seid schuld, aber denen, die kriminell sind, zu sagen, ihr werdet abgeschoben und so weiter, falls ihr das nicht kapiert. Also das würde ich eher machen. Aber wenn ich, also nicht Bundeskanzler, aber vielleicht zweiter Außenminister oder sowas, das wäre hilfreicher, weil sonst wäre ich gleich abgesägt, bevor ich angefangen habe. Ich hatte auch mal in einem Gespräch Joschka Fischer getroffen, Wirtschaftsforum in Frankfurt. Da hat er nicht gesprochen, meine Rede. Die kannst du auch in meinem Instagram finden und YouTube. Ja. Und da hat auch Herr Fischer gesagt, ja, so wie Ruin da redet, der könnte ja auch in einem zukünftigen Deutschland Außenminister. Also da hatte der Zeitchef gefragt, ob jemand Außenminister. Es lässt sich nicht vermeiden, dass alle Länder sich mischen. Das ist ganz normal. Und dass dann die Weißen immer denken, es gibt mehr Nicht-Weiße als Weiße, das ist eben so. Dafür kann man nichts, dass die Menschheit in Afrika begonnen hat und sich dann Richtung Norden ausgebreitet hat. Da muss man dann klarkommen. Aber ohne diese Vermischung gibt es keine Stärke. Ja. Und einseitig wird das nicht funktionieren. Ja. Also die Menschen, es gibt immer in jedem Land schwierige, kriminelle und demokratische Menschen. Man kann gute und schlechte finden. Es kommt immer auf die Herkunft, Bildung, Elternhaus und so weiter an. Und Deutschlands Wirtschaft läuft über die Ausländer. Du hast 23% in den Krankenhäusern, Pflegebereichen, Pizzaboten, Selbstständige, Dönerläden, Service und inzwischen Anwälte und so weiter. 6 Millionen, soweit ich weiß, sind eingewandert seit 2006. Und die Wirtschaft unterscheidet sehr stark, wen sie brauchen, wen sie nicht brauchen. Nur die Menschen denken, es wäre eine gute Lösung, 15 Millionen Leute da rauszuballern. Da frage ich mich, wer bezahlt die Rente? Ja, genau. Und deswegen, das ist wirtschaftlich nicht möglich. Ja, auf jeden Fall. Abschließend würde ich ganz natürlich gerne mit dir noch den Blick nach vorne wagen. Was wünschst du dir für die Zukunft Afghanistan, so für die Menschen, die dort leben oder ihre Heimat verlassen mussten? Ja, ich wünsche mir, dass die zusammenfinden, also alle verschiedenen Volksgruppen und gemeinsam, so wie die Iraner, den Feind erkennen, die Taliban. Und quasi nicht mehr untereinander aufgesplittet werden können in du bist Sunnite, du bist Schia, du bist tadschikischer, asiatisch aussehend und du bist Pashtune. Es ist ja ein 5-Völker- oder 6-Völkerstaat, dass die sich gemeinsam zusammentun, sich nicht aufspalten lassen, genauso wie die Amerikaner sich auch nicht in Republikaner und Demokraten aufspalten lassen sollten oder die Deutschen in rechts und links, und erkennen, wer ihnen Hass predigt und wer wirklich aufbauen will. Bei den Taliban ist es ein bisschen schwieriger, die kommen über Pakistan. Sie empfinden sich selbst nicht unbedingt als nationale Afghanen, sondern eher neue Flagge und dem Islam unterworfen. Ayatollah auch, sehen sich nicht so sehr als Iraner, sondern eher als alles für den Islam. Das heißt, wenn du so eine Ideologie hast, hast du Leute, die nicht für den Staat arbeiten. Ich sehe mir für die Zukunft, es wäre natürlich gut gewesen, gar nicht rauszugehen von der NATO. Das Militär war da, die Strukturen waren da und man hätte noch 20 Jahre und dann hätte so wie in Südkorea eine neue Elite gehabt. Ja. Aber durch die Technologie habe ich die Hoffnung, durch das Internet, durch das freie Wissen, solange das Internet da ist, dass die Frauen, Mädchen und so weiter
alles bezeugen können, was ihnen passiert. Touristen reisen ja schon mal dahin, dass Afghanistan nicht isoliert ist und nicht bleibt und dass die Taliban sich nicht mehr halten können, weil die Amerikaner denen zum Beispiel keine 45 Millionen Dollar pro Woche zustecken, aus Angst, sie können mit Russland gemeinsame Sachen machen. Die werden ja noch unterstützt über USA. Und es gibt da noch westlichen Einfluss. Und der westliche Einfluss ist zurzeit, egal was ihr macht, Hauptsache, ihr macht uns keine Probleme. Dieses muss sich ändern. Auch Deutschland müsste sagen, gut, wir akzeptieren Menschen, die davon da fliehen oder afghanische Frauen vor allen Dingen, die dort unterdrückt werden, weil dann hätte man einen Gegenpol von Leuten, die von außen helfen können, nach innen, die dann hier Schutz gefunden haben, Leute, die Journalisten waren, Leute, die Mädchen, die nicht zur Schule gehen können, die würden sehr motiviert sein, im Westen zur Schule zu gehen. Das ist dann wieder die Integrationsfrage, wie man diesen Ländern helfen kann. Ja. Das würde ich mir wünschen, aber ich habe mich lange mit diesem Thema befasst. Ich habe ein Buch auch geschrieben, Roter Mond, Weißer Mond. Das kann man auch in Amazon finden. Und da habe ich eine Liebesgeschichte nach 9/11, wo der Junge glaubt, ein Mädchen mit grünen Augen wiedergefunden zu haben. Und herausfindet über sein Traumata, erinnert er sich richtig oder nicht. Das spielt in Hamburg und das thematisiert dieses Thema mit den Parallelgesellschaften und wann bin ich Hamburger und woher komme ich und was ist Heimat. Und daher habe ich das eher wie eine Netflix-Serie sehr leicht amüsant, aber eine Liebesgeschichte verpackt, weil man das besser versteht, basierend auf meiner Biografie überwiegend. Kann man auch in dem Buch nachlesen. Ich habe noch andere Projekte, wo wir mal darüber reden können bei Zeiten. Ja. Aber ich denke, wir sind eine Welt. Das Boot, da sitzen wir alle drin. Ob wir in Afghanistan was in die Luft jagen oder in Russland ein Krieg ausbricht, das wird uns beeinflussen. Und daher sollten wir intraverbunden, also connected nachdenken. Ja. Weil diese Dinge werden immer auf uns zurückfallen, was man da drüben macht oder hier passiert. Insgesamt sind Schutzräume, demokratische Staaten und sozialstaatliche, also Gerechtigkeit nützlich, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu lernen, sich auszubilden und immun zu sein gegen Kriege, Radikale und Manipulation. Und daher hoffe ich, dass wir eher demokratisch bleiben, auch wenn wir weniger Geld zurzeit haben. Und die Demokratie muss eben geschützt werden. Sie ist nicht einfach so ein Selbstverständnis. Da haben wir ein paar tausend Jahre gebraucht oder im Westen. Und man sieht, wie schnell das weg sein kann, wenn man die USA betrachtet. Lieber Ruhin, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt mit dir. Ich habe so viel, also ja, Spaß natürlich auch, aber wir haben so viele Themen. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen über Afghanistan sprechen, aber irgendwie war es jetzt so eine Weltschau, aber es war mega interessant. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt. Ja, hatte ich. Das ist super toll. Ich danke dir für die Plattform. Ich schätze deine Arbeit, dass du das machst. Und ich denke, Wissen ist Macht und angewandtes Wissen. Und daher hoffe ich, dass unser Gespräch andere Leute einen Einblick gegeben hat in komplexe Themen, weil ich rede meistens nicht so viel mit den Leuten, weil ich denke, die hören sowieso nicht zu und dann lasse ich das. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, so mit jemandem wie dir zu sprechen und man hat ja hier die Möglichkeit, dass die Leute dann reinhören bei dir, die wirklich interessiert sind, dann hoffe ich, dass sie jetzt einen Mehrwert haben. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich versucht, auch zurückzuhalten bei den allgemeinen globalen Themen, aber ich konnte mir die einen oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen. Ja. Aber ich muss auch die Demokratie hier schützen, weil ich weiß, wie das sonst ausgehen kann. Und ich gehöre dann auch zu Deutschland auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Folgt Ruhin auf Instagram, da bist du sehr aktiv. Genau. Ich hau nochmal alle Links mit in die Shownotes, auch zu deinem Buch. Da werde ich noch den Amazon-Link hinzufügen. Da könnt ihr euch mal eine schöne Liebesgeschichte reinziehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt weiterhin neugierig, haltet die Augen und Ohren offen in der Welt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.